ich hin. Ja, das ist eine super Idee. Deswegen habe ich auch Penny angeschrieben. Wollen wir? Moin, ihr Landratten, hier ist wieder Hamburg Hafen Live. Teil 2. Hafengeburtstag, dem 836. Wir sind an der Seemannsmission und ihr glaubt gar nicht, wer alles hier ist. Ja, ist Schwester toll. Hansen muss schon in die 4. Reihe. Dennis ist hier von der Elbcam. Ingo ist hier, das ist der Mann, der übrigens die AIDA Sol gebaut hat. Kein Scheiß, kein Scheiß. Brigitte ist da, der Marcel ist da. Kirsten ist da, unser Herzchen. Renate Kinder. Renate ist da, ja. Claudia ist da und natürlich, last but not least, Ben, the man. Ich bin auch da. Ja. Mein Wingman. Wir wollen euch das Auslaufen von AIDA Sol und Queen Anne zeigen. Und ein kleiner besonderer, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ein kleiner besonderer Gruß heute, den haben wir auf der Terrasse bekommen. Hamburg Hafen Live, grüßt Töplitz. Ganz herzlichen Dank dafür. Es ist angekommen. Wo ist denn Dankeschön. Töplitz? Töplitz? Wo ist denn das? Ich glaube, das liegt irgendwie im Osten. Es klingt Also nach da, Osten. da, Ne? irgendwo. Ich habe es nicht Da. gegoogelt, Leute, es tut mir leid. Aber wir haben einen Rettungsring bekommen und man hat gesagt, ach Mensch, wäre ganz nett, Coole wenn ihr Deko. zurückgrüßt. Coole Deko. Und damit grüßen wir dann den Segelverein in Töplitz. Vielen, vielen Dank. Ja. Ja, also heute Auslaufen AIDA Sol und Queen Anne. Ich hatte das ja vorhin schon gesagt, wir können leider das Elbe Concert nicht streamen, wegen Rechteproblemen. Und deshalb haben wir gesagt, komm, dann machen wir doch einfach etwas, was wir ganz gut können. Das ist, wenn Kreuzfahrtschiffe rausgehen. Und hoffen so ein bisschen, dass am Rande des Hafengeburtstages hier ein bisschen Beifang Ja, ist, oder? Freya habe ich schon gesehen. Aber du, ganz ehrlich, wenn wir schon Elbe in Konzert nicht dürfen, dann machen wir halt ein Hornkonzert. Und das können wir sowieso. Ne? Und Torben ist auch da, Mensch. Hey, Ja. Schlepperdigger, oder was? Schlepperdigger. Ja, also es laufen ja einige hier rum. Es waren ja auch ganz, ganz viele Besucher eben auf dem Gin Hotel. Und also es war überwältigend. Das größte Problem ist, du kannst gar nicht mit jedem Nee. sprechen. Also es ist gar keine Zeit. Es ist dann halt einfach too much. Ja, ich habe Und es auch nur versucht, hier und da Ja. irgendwie den Leuten so ein bisschen gerecht werden zu können. Aber ich finde es ganz schön, wenn man zumindest mal ein Gesicht dazu hat, weil ja, man kennt uns, aber wir kennen die Zuschauer eigentlich nicht. Und das fand ich so ganz nett. so. Ja, es tuckern hier auch einige Schiffchen durch den Hafen. Da vorne haben wir die Freier, den Raddampfer. Na, ich glaube, die warten auf ihren Liegeplatz, denn ich meine, die Freier liegt auch da irgendwo am Fischmarkt. Da ist aber gerade die Koi, die da Kann auch das- noch mal eine Runde einparken möchte. Es kann auch sein, dass die vielleicht im Pack liegen, die beiden. Dann bin ich weg. Einverstanden? Mach doch andersrum. Und dann pfeifen? Na, komm her, komm Brigitte. Komm her. Bleib hier stehen und pfeife. Also Brigitte ist jetzt ungefähr einen halben Kilometer weg. Und jetzt könnt ihr mal bitte mitbekommen, wie laut es ist, wenn Brigitte ist. Ja. So, da hat die Joggerin jetzt auch ihren Herzinfarkt bekommen. In dem Moment rennt da eine Joggerin direkt vor Brigitte lang. Oh Mann, ey, schade, dass ihr das nicht gesehen habt. Ey. Was denn? Oh. Das ist ein tolles Gerät, was er hier aufgebaut hat. Ja, haben Sie das Pfeifen gehört? Ja, genau. Ja. Das war das Gerät, hat gesagt. Ja, das war das Das ist ein Gerät. Livestream hier gerade. Also wir senden gerade live zu YouTube und zu Twitch. Und Sie sind natürlich auch Teil der Show. Denn jeder, wer hier an uns herantritt, der muss erstmal eine Geschichte erzählen. Sind Sie zur See gefahren? Ja, Ja? Wann denn und wo denn? das war so etwa vor 25 Jahren auf der Ostsee. Ja. Von Lübeck aus nach damals Rostock, DDR. Ah, okay. Mit schönem Wellengang, hat so richtig Spaß gemacht. Haben Sie das auch beruflich gemacht, oder? Nee, beruflich habe ich noch einmal die Erlaubnis erhalten, ein Zollboot zu lenken. Ah, okay. Aha. War ein Erlebnis. Ja, das glaube ich Das Ihnen. läuft nicht mehr so, wie man sich das beim Auto vorstellt. Und jetzt genießen Sie den Hafengeburtstag. Absolut. Und Empfehlung, Ja. Fischerei-Restaurant.
Ja, das kann ich verstehen. Ja, das ja. ist, die Empfehlung Ja. ist aber nicht neu. Das Zwei ist ein müssen Klassiker. Von 2 Monaten zusammenlegen und dann hingehen. Dann ist das Geld weg, das hat geschmeckt. Achtung, die Taucher Ja. kommen. So, Ja, weiterhin gute Verrichtung. Schönen Ja, Abend. danke schön. Tschüss. ja, uns auch. Ne? Dennoch einen schönen Hafengeburtstag. Ja, morgen noch und dann geht's wieder Richtung Heimat. Wo ist die Heimat denn? Düsseldorf. Düsseldorf. Extra angereist. Ach Mensch, Hamburg, das ist doch was, ne? ja, das ist was. Ja, so. Aber Sie haben ja aus Stil echt die Schippermütze auf. Das Seit passt. vielen, vielen Jahren. Ja. Aus Sympathie mit einem gewissen Helmut Schmidt. Kann ich verstehen. Den fand ich auch gut. In dem Sinne. Ne? Alles Weiterhin klar. Alles gut. Dankeschön. Sag mal, sind das die Taucher, die mein Mikrofon aus der Elbe holen? Ja, aber dein Mikrofon das hat auch mittlerweile Wasserschaden. Ne? Ja, das kann sein. Aber ist vielleicht ja auch einfach ein Andenken. Ne? Hat ja auch einen emotionalen Wert. Gott, die arme Joggerin eben. Ja, die sah gut aus. Die war so Die schockiert. ist wirklich in dem Moment vor Brigitte lang gelaufen, als sie gepfiffen hat. Also Ja. die Aber ist fast aus den das- Latschen gekippt. Das geht also auch durch diese Kopfhörer durch. Brigitte ist im Prinzip so ein wandelndes Nebelhorn. Ne? Gehen die denn jetzt gleich ins Wasser? Die Taucher? Oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Alle, die das noch nicht vorhin mitbekommen haben, hier direkt bei uns vor der Kamera liegt ja die gelbe Postboje. Das ist jedes Jahr zum Hafengeburtstag eine sehr schöne Tradition. Wenn man da einen Brief einwirft, dann bekommt man einen Sonderstempel. Wird einmal am Tag geleert von der Feldpost. Man muss nur irgendwie hinkommen. Tja. Aber du hast doch einen Bootsführerschein. Also wir könnten doch theoretisch, könnten wir doch, Wenn du, wenn uns so ein Skipper mal kurz ranlässt. wenn du ein Boot hast. Hier sind nur so viele. Wenn da einer mal so einen Zündschlüssel stecken lässt, dann zack. Bin jetzt weg. Also da hinten im Hintergrund liegt die Queen Anne. Ich sage Tschüss. Wir haben es gehört. Tschüss. Erstmal soll die Aida Sol raus und ich frage mich, ob die Postboje nicht beim Drehen irgendwie im Weg ist. Das weiß ich auch nicht. Ja. Normalerweise ist sie ja schon so in dem Bereich unterwegs. Ne? Aber vielleicht kann sie noch ein Stück weiter ins Hafenbecken fahren. Oder ob wir Fairplay fragen, ob sie mit uns da ranfahren. Aber die haben ja so eine hohe Bordwand, da kommst du ja gar nicht ran. Weißt du, was das Problem ist? Wir brauchen Ja. erstmal was wir da reinwerfen können. Nö, das kriegen wir schnell organisiert. Das meinst du. Also jeder hat Handy und so weiter, aber irgendwie eine Postkarte und einen Stift, das fällt schon unter Nostalgie. Ja, aber ich weiß, wo es Hamburg Postkarten gibt und die haben wohl auch einen Stift. Und damit meine ich nicht den Auszubildenden. Im Übrigen hat das Westfield auch so richtig schönen Nippesladen, ne, mit Hamburg-Souvenirs. Ja, das ist doch cool. Aber tatsächlich, also echt nette Souvenirs. Gute? Ja, also nicht nur Mist, sondern neben Mist auch ganz nette Sachen. kein Tinnef. Nee, also fand ich tatsächlich als Hamburger oder als in Hamburg Wohnender, bin ja auch nur zugezogen, fand ich das eigentlich schon ganz nette Sachen, wo man sagt, Mensch, ja, als Tourist würde ich mir sowas vielleicht mitnehmen wollen. Ja, die Fairplays, die fahren hier auch den ganzen Tag auf und ab. Ist das die 91 wieder? Ich glaube ja. Ja, ich meine, Fairplay ist ja auch einer mit der Main Acts hier im Hamburger Hafen, diesen Hafengeburtstag. Die müssen ja auch Flagge zeigen. Die haben ja morgen auch wieder ihr Fest. Also Ja. Fairplay macht ja immer ein großes Fest auf der Schlepperbrücke. Ach ja, Und wer da Gast ist und eingeladen ist, der darf dann auch auf dem Begleitschlepper mit zum Schlepperballett. Da hat man dann auch super Plätze. Ja, aber ich muss sagen, das sind schon coole Jungs. Den einen oder anderen habe ich mal kennenlernen dürfen. Und die sind wirklich nett.
Wir hoffen natürlich darauf, dass die AIDA Sol sich nicht lumpen lässt und hier zum Hafengeburtstag dann einmal ordentlich Kapelle macht. Ehrlich gesagt hoffe ich auch, dass die Queen Anne mal ein bisschen mitmacht, aber die waren ja vorhin bei Einlaufparade, waren die ja beide sehr teilnahmslos, die Schiffe. Fast schon lethargisch, möchte ich sagen. Lethargisch, ja. Das hast du gut gesagt. Na, Schwesterchen, wie ist die Lage? All doors and flight. Oh, Schwester Hansen möchte gerne wieder mit Ben Regge moderieren. Oh nee, guck dir mal das Gesicht an, hat sie gar keinen Bock drauf. Das ist jetzt schon genervt. Ich habe so viel gesabbelt und die Leute lieben dich. Ja, Ja, das ist- das musst du jetzt auch so sagen. Ja, nein. Kriegst du mein Mikrofon auch noch, machst das Ding alleine. Ich habe Liebesbekundungen im Chat gelesen. Hat jemand vorhin geschrieben, ich liebe Schwester Hansen. Das kann nicht sein. Jetzt hast du die Chance, dass es nicht mehr so ist, dass dich danach keiner mehr liebt. Oh Leute, was Gib ist denn alles. bloß hier los? Ja, Ja, hast du zufällig eine Karte dabei? Was Und für einen eine- Stift? Eine nee. Postkarte. nee, habe ich Eine nicht. Briefmarke Aber auch. wolltest du hinschwimmen für mich? Wenn du jetzt eine Karte gehabt hättest. Dann hättest du es getan, ne? Ach du, ich habe ja Seepferdchen, also hingekommen wäre ich wohl. Aber wir haben ja auch so einen Ein Rettungsring. Rettungsring, den hätten Ja, wir den hättest, mitgenommen. ja, den hättest du mir hinterher werfen können. Ja, das mache ich. Ne? So, und jetzt sieh zu, wie du wieder rauskommst. Aus dem Schlamassel. Oh, herrlich. Übermut tut selten gut. Ja. Ne? Aber ich habe das gestern schon mal gesagt, die schlimmsten Ideen sind immer die, wo man sagt, halt mal mein Bier, ich mach das kurz. Steht bei mir in der Küche. Halt mal mein Wein. Ah, So fangen die okay. besten Sachen an. So, guck mal, da wird jetzt hier, ich glaube, die Boja angefahren. Oder auch nicht. Nur angetäuscht. Aber wenn wir eine Postkarte hätten, könnten wir versuchen, irgendwie jemanden mit so einem kleinen Boot ranzupfeifen. Ja, der hämmert die gleich. Willi Und wenn wäre der so natürlich weiter skippert super. da. Junge, 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 Junge. Ja, wie der Zufall so will, Willi war natürlich hier, als wir aufgebaut haben. Ich habe ihn ja, Und wir haben ihn gesehen vorhin, als der Stream schon vorbei war. als wir abgebaut haben. Ja, Aber ich habe ihn richtig. noch schnell eingefangen. Seht ihr bei mir bei Insta. Habe ich gemacht. Ah. Bei dir gibt es die guten Sachen. Ja, bei mir gibt es die, Also, die bitte. Exquisiten Und Exklusiven. und Exklusiven. Da müssen wir natürlich dringend Werbung machen für den Instagram-Account von Schwester Hansen. Kommt mal vorbei, schaut mal vorbei, Gewinne, Gewinne, Gewinne. Sag mal, du riechst so gut. Nein. Oh, hast du heute etwa geduscht und dann in Milch gebadet? Kleopatra-Milch. Oha. Mit Honig? Oder? Oh. Schönes Gewusel da hinten. Aber wir hoffen ja immer noch darauf, dass hier auch ein bisschen was passiert. Ja, dem Hafengeburtstag, dem passieren wir jetzt gerade so ein bisschen. So, da hinten gibt es Hafenmusik. Irgendwas wird hier schon noch passieren. Ja, du, ganz gewiss. Ja. Ich sage immer Loletit, ne? Da wird schon was kommen. Was heißt das denn? Ach, du wolltest ja noch singen heute, Tüdelbandlied, oder? Ach, Nee, Mit also Ben zusammen. Ihr und dann beiden. wolltest du eigentlich mit ihr, du wolltest tanzen, ne, Paddy? ja, tanzen. Ja. Tanzen Dance of the Day. Dance up the day. Aber ich finde, Ben 1, 2, und Chap. Schwester Hansen, das ist so ein... Ja, du bringst hier schon So wieder ein irgendwas in tolles Gange. Ja. Ich meine, Ben hat natürlich die sensationelle Stimme dafür. Aber ich habe keinen Text. Das ist kein Problem. Oh, Ich frage das. den- Das ist kein Problem. Du, der Chat macht garantiert einen Teleprompter für dich. Hamburger Fairmaster können wir auch machen. Ich hab Wollen Hamburger Fairmaster sing to my hody, to my hody. Dem Masten so shapers and shivers and pain to my hody, hody, oh, 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 oh. Na? Ja, ich komme nicht so wie du.
money, oh, there's plenty of gold, so I am told, on the banks of Sacramento. Also Siehst ich du, würde sagen, So schlecht war es nicht, ne? nee, aber du warst besser. Da muss man jetzt auch mal, ne? Chapeau, Chapeau, Chapeau. So, aber Ich dann mach haben wir auch mal das. so. Oh, danke, danke. Oh. Ja, da haben wir den Singsang schon geschafft. Ja, jetzt muss Dann er darf Paddy jetzt tanzen. Ich soll tanzen? Ja, Ja, Weitwinkel Sweet habe ich hier, Dance würden wir warte. gerne mal sehen bei dir. Aber dazu brauche ich Musik. Das ist kein Ja, Problem, da machen ist wir doch die schon, an. läuft doch. Die Koi ist doch in Eine Gange. Koi. So ein bisschen Techno. Ja, was soll ich tanzen? Wiener Walzer, ein Cha-Cha-Cha, ein Rumba. Was möchtest du? Paso Doble, Tango? Oh, Paso Doble finde ich jetzt aber Also ziemlich Paso Doble cool. fände ich jetzt ein bisschen geil. Ja, finde ich Doble auch. Ja, cool. Das war immer hier mit Aufstampfen. Ja, Ja. genau. Das ist, Wichtig waren die Arme dabei, ja. ja. Wartet mal, Leute, ich muss mal gucken, ob die Fieber haben, die beide. Demnächst dann mal eine Kamera, die euch dann von vorne filmt, damit dann das auch noch alles mit. Ja, nee. Nee, das will keiner sehen. Leute, die Schar hören kommt. Es geht hier um Schiffe. Ja, wenn die dann auch mal hören, wäre okay, ne? Wenn man den Namen schon hat. So, Roger Whittaker. Das Ja, ist du, so. wenn man die Tampentrecker nicht Aber bekommt, dann ehrlich, muss man ne? selber dafür sorgen, ne? Aber ich bin mir sicher, dass Ben wieder ganz viel Lob bekommen hat für seine Stimme. Und immer wenn ich anfange zu singen, dann muss ich danach wieder gucken, wo ich neue Zuschauer herbekomme. Ja, Ach, jeder so schlimm hat so ist das seine bestimmt Special nicht. Effects, ne? Sag ich immer. Ich möchte ja nichts gegen meinen Mann sagen, aber Schwester Hansen wird definitiv mehr gefeiert. Ja, Bitte? so kann ich, das kann ich auch verstehen. Nein. Wir Aber sind, wenn ich lange Haare hätte, ich sag ne? mal, all in together, we are the team. Indeed. So, und wer schmeißt da jetzt eine Karte in die Postboje rein? Ja, wir dachten das so an dich. Du kriegst auch was mit, damit du nicht untergehst, Ja, super Sensation. oder? Ja, das nenne ich mal Mitdenken. Ja. Mitdenken? Mitdenken. Ja, alles wird Aber auf sag mal, Met Claudia ist doch hier. Ja. Können wir Claudia nicht fragen, ob sie ein Barkassentaxi ruft? Die Barkasse liegt hier an, dann schmeißen wir da eine Karte rein. Hast du denn Ja, auch das ist eine vielleicht- Karte dabei? Also wir hätten ja nach Hamburg Ja, eine stimmt. Postkarte. Da brauchen wir noch einen Stift, aber da muss eine Briefmarke drauf, oder? Oder befördern die das auch und sagen, komm, hier, Mach da einfach einen Kuss drauf. Reicht doch. Hast du Lippenstift dabei? Ja, habe ich. Ja, dann geht das wohl. Habe ich. Knallrot. Wobei, das sehen die auch nicht so oft bestimmt. Nee, eben, ist ein bisschen lustig. Wahrscheinlich. Wenn das dann noch ankommt, ne? Also, Ali, was möchtest du mit der Posttonne? So, siehst du, Claudia ist da. Claudia, du musst dich zwischen Ben und Anja stellen. Guck mal, dann kannst du Stereo sprechen. Wir haben Ja, nämlich genau. 2 Mikros. Okay. Paddy, was sollen wir machen mit irgendwelchen Barkassen? Und, Wir überlegen gerade die ganze Zeit, wie wir es jetzt schaffen, von hier aus eine Postkarte in die Posttonne zu bekommen. wie lange streamt ihr? Ja, bis hier Elas angelegt hat. Ja, okay. Ach so, Briefmarke. Pass mal auf, gibt's doch bestimmt in der Seemannsmission. Die Da möchte doch bestimmt mal was einer nach Hause schicken. Briefmarke, seht mir uns. Also morgen können wir da auf alle Fälle eine Karte reinstecken. ja, das ist doch super. Das mache ich. Versprochen. Das ist Aber doch schon mal morgen was. stehen wir nicht hier. Aber morgen steht ja nicht mehr hier, genau. Aber du kannst das ja trotzdem fotografieren oder kurz filmen und dann posten. Kein Problem. Ja. Warte mal, ich rufe mal Leon an. Ich frage mal, ob da ein Schiff vorbeikommt. Aber das Problem ist, da muss er die Karte kriegen halt. Ne? Also eine Karte hätten wir, einen Stift. Ja, die müssen wir ja dann mal Die auch auf die Karte die Barkasse lassen wir hier raufbringen. runter. Stimmt. Okay, aber hier ist niedrig. Ich weiß gar nicht, wie. Ach, stimmt, hier ist gar nicht so viel Wasser drin. Ne? Aber da hinten ist eine Leiter. Also das würde ich machen, das ist kein Problem. Na, ihr habt ja auch Ideen, ne? Ja, geil, oder? Ja. Wie wenn sie losgelassen. Ja, ehrlich. Und das ohne Alkohol. Du, bei Wasser und Brot. Ja. Und eine Bockwurst vom Und Grill. ja, genau. Mehr hatten wir ja noch nicht. Nee, mehr hatten wir nicht. Doch, ich hatte ein bisschen Nachos. Ach so, ja, Ich aber habe auch das immer wirklich Hunger. Ich könnte schon wieder essen. ist, möchtest du Brot? Nee, Ach so. Möchtest du einen Knoppers? nee, Bei Listo. nee. Mir was Richtiges, Mann. Wir haben übrigens auch jemanden auf der Soll, der Jörg. Ja, Jörg. Tanzen, ne? Tanzen? Heute ist der Tag des Tanzes. Und schreien. Ja, übrigens, einer müsste mal die Karte schreiben, weil ich glaube, Claudia macht gerade was klar. Claudia, das ist ja das.
Tanja schreibt immer so tolle Karten. Ja, aber es müsste einer in die Mission gehen und mal gucken, ob wir da überhaupt eine Briefmarke kriegen. Ich dachte, wir machen das jetzt mit dem Lippenstift. Also wäre geil. Wenn das ankommt, ne? Ich glaube noch nicht ganz dran, aber wäre lustig. Die Post kann ja auch mal eine Ausnahme machen. Ja, vor allem mal sowas. Ja. Ja. Jetzt an der Posttonne vorbei, aber da müssen wir so tief eine Karte reinschmeißen. Wo müssen wir eine Karte lieb wird? Anita fährt gleich los. Vielleicht erreiche ich Ian, dass er an der Posttonne anlegt. Ich habe leider die Drohne nicht hier, sonst hätten wir damit eine Postkarte auf die Anita bringen können. Was für eine Aktion. Für eine Postkarte. Ja, aber kannst du mal sehen, Verrückte Jungs. was wir alles für einen Scheiß machen. Ja, dann müssen wir also eine Karte schreiben, ne? Also, Dann Brauche ich zum Fischmarkt laufen? was denn? Fischmarkt. Brauche ich zum Fischmarkt laufen? Von hier? Ja, 15 Minuten. Aber wir müssen irgendwie muss einer erstmal eine Karte schreiben. Tanja hat eine Karte mit. Das ist gut. Ja, bist du noch am Bruder? Okay. Anita soll ablegen. Bist du schon Jetzt macht Claudia hier Attacke wegen der Karte. René schreibt gerade, wir sollen Brigitte fragen. Ja. Die arbeitet doch bei der Post. Sehr cool. Ja, siehst du, wo ist Stimmt. Brigitte, wenn man sie braucht? Ja. So, Brigitte, zeig her, wo hast du die Briefmarke Ja, oder den versteckt? Postbödel brauchen wir. Ja. Oder so. Postbödel, wo bist du? Stimmt, war ihr das nicht mit dem Typlitz-Ding oder wie war das? Ja, das haben wir gerade gemacht. Ja. Die sind gerade da. Da sind sie. Ja, ich weiß. Habt ihr euch das geschickt? Ja. Also, Ja, ja. haben die schon Ja, ja. Ja, ja, alles gut, das war abgesprochen. Also, Wir haben quasi seinen Segelclub gegrüßt. ach so, okay. Ja, ja, ja. Weil die wussten gerade, ach, sind die hier und so? Ich so, ja, die haben Ja, das kannst du mal sehen. bedankt. Ja. ganz schnell eine Karte. Wir müssen ganz schnell eine Karte besorgen und eine Briefmarke. Und dann würde ich in einer Viertelstunde am Fischmarkt runterspringen. Alles klar. Da muss jemand in die Seemannsund. Die haben Karten und auch Poststempel. Ja. Wir sind schon am Die Organisieren. Frage ist, wo schicken wir die hin? Ja. Ja, zu euch natürlich. Ja, aber das ist doch, kann man da nicht jetzt irgendwie was Cooles mitmachen, was Gutes tun? Oder haben wir irgendjemanden ganz Besonderen, dem wir eine Freude tun? Also wir haben jetzt gefühlt, Schickst du mir die Karte? Habe ich auch einen Brief in meiner Post. wir haben jetzt Bist im so Prinzip noch egoistisch. 13 Minuten, das zu klären. Aber ich würde mich freuen. Das ist eine gute Frage. Wo schicken wir es hin? Ja, weiß ich nicht. Aber wir haben jetzt wir haben nur noch 13 Minuten, das jetzt zu klären, inklusive Beschriftung. Weil dann ist ja die Anita da vorne. Fragen wir den Chat. Tja, wer will eine Karte haben? Muss aber auch. Aber öffentlich sei die Adresse. Das ist, naja, so Der ein. Chat meint den Papst. Oh, den Papst, den Sag mal, neuen. kommt das an, wenn ich da drauf schreibe, Papst Vatikan? Vatikanstadt hat eine eigene Postleitzahl, ist ein eigenes Land. Naja, ich weiß nicht, ob die Frankierung ausreicht. Wollen wir bei der Seemannsmission mal fragen, du sag mal, was kostet das bis in Vatikanstadt? Dann sagt er auch, bist du bekloppt? Ja, genau. Aber echt bekloppt. Von da hatten wir noch keine Seeleute. Du darfst was fragen. Wo trinkt ihr das live? Naja, das, was draufsteht. Ja, aber wo finde ich das dann? Bitte? YouTube. Ah, okay. Ja. Alles klar. Das war nur. Gut, bitte, bitte. Das war ja einfach. Ja, so schnell kann man mich glücklich machen. Oh, merke ich mir. Alles gut. Ja, an Kinderheim oder Hospiz, ja. Aber man muss ja erstmal irgendwie was haben, finde ich, wo man Bezug zu hat. Ja. Ne? Also das ist jetzt einfach so, die können dann ja unter Umständen da gar nicht, die können das ja vielleicht gar nicht zuordnen. Und kennen dann die Geschichte dahinter nicht. Bens Mama wird hier vorgeschlagen. Ja, das würde ich Adresse haben, Ja. würde ich das hinkriegen. Ja, das ist doch schon mal was.
Und Sebastian, unsere schlaue Maschine, sagt, wir können auch Porto online machen. Dann kommt da nur so ein Code drauf. Das Aha. stimmt, da hat er recht. Stimmt, die muss man raufschreiben. Ja, genau. Ne? Stimmt. Was ist heute alles Bester gibt, Mann, ne? du, ich sag ja, dir ich das. sag es, Maschine. Ich frage mal was ganz anderes. In 4 Minuten soll ja die Zoll rausgehen. Ich glaube, ich habe die noch nicht einmal gezeigt im Stream. Mal gucken, ob ich am Ankerbengel vorbeikomme. Nee, du stehst gut da. Alles gut, passt. Nein, Ja, passt bleibt hier. mal stehen, alles gut. Alles gut. Ich sehe ja nämlich schon, dass Leinen losgehen. Da hängen schon Spaghetti runter. Du hast heute mit Spaghetti, ne? Ja, ich will ein Spaghetti essen, weil ich kann Ballisto essen. Kirsten hat Ballisto mitgebracht. Und Knoppers. Ja, wolltest du sonst gegebenenfalls den Herrn noch mal haben, der die Zoll mitgebaut hat? Irgendwie so für Informationen? Würde dich das reizen? Ich finde, du kannst dich mit dem mal unterhalten. Ach so, Ja. weil ich wollte sonst mal gucken, wo die Damen sind, damit wir das mit der Karte hinkriegen. Aber ich glaube, die sind schon zu dritt Also losgezogen. Porto haben wir schon. Wir haben schon, Sebastian hat schon ein Porto klar gemacht. Wir brauchen nur diesen Code draufschreiben. Vielen Dank. Das hat aber geballert. Falls ihr schon immer wissen wolltet, wie man Schwester Hansen zum Schweigen bringt. So. Der Schirm ist gefallen. Ja, der Wind frischt auf. Ja, Das ist ja ein Ding. ja, wird langsam windig hier. Ja, das ist eine ganz schön windige Angelegenheit. Jetzt kommen die großen Schiffe und jetzt wird's windig. Ja. So, ich sage erstmal Dankeschön an den Smasher. Der ist nämlich 7 Monate bei Twitch dabei. Dankeschön. Genauso sage ich ein Dankeschön an Hansi, der mit 2,49 da ist. Und an den Radioman, 9 Monate mit dem Prime Sub. Sven Reichel ist auch 9 Monate auf der Reeperbahn. Die Nicole, neues Mitglied auf dem Fischmarkt. Dann haben wir den Stefan mit 5 Euro Superchat. Seren, 5000 Bits. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Korbacher, 5 Euro Superchat. Er fragt, werden die Uniformträger eigentlich von Schwester Hansen gewarnt? Schilder mit Vorsicht, freilaufende Schwester Hansen. Radix, willkommen an Bord. Ein neues Sub auf Twitch. Dann kommt nochmal 5 Euro per PayPal, anonym leider. Aber Dankeschön. Dabini ist seit 7 Monaten dabei. Und der Bahnfilmer Andi, 5 Euro Superchat, sagt, macht dir nichts draus, Party, das Programm von Elbe in Concert ist meiner Meinung nach sowieso bescheiden. Ja, das ist Geschmackssache, ne? Ist Geschmackssache, aber es ist halt wie es ist. Also. Petra Grabau auf dem Fischmarkt dabei, herzlichen Dank. Genauso wie Christian. Auch an dich ein dickes Dankeschön. Dann haben wir Holle Honig, 20 Monate auf der Reeperbahn. Und wir haben noch Marion, die jetzt eine Mitgliedschaft verschenkt hat. Der Postbüdel, ja, der kennt sich aus, ne? Schickt 2 Euro Superchat und sagt eine Postkarte
in dem Vatikan 1,25 €. Aha. Oh, Ja, Ja, das ist eine günstige Beichte, wa? ja. das ist ja, Auch wenn eine Beichte anlegen. günstige Beichte. Oh. Und Jens Peter Ich kann mir hat... vorstellen, das wird länger. Aber da kommen auch Sachen bei raus, die soll keiner wissen. Ne? Lass mal lieber für den Papst auch nicht erzählen. Und Jens Nicht, dass wir schon Peter, wieder einwählen müssen. und Jens Peter hat auch 5 Mitgliedschaften verschenkt. Ja, Mensch, jetzt Peter, danke schön. Oh, Jetzt kommt die AIDA zu uns. ja. Ob wir wohl die Drehung hier mit dem Bug vorausbekommen zu uns? Guck mal, und heute ist sogar mal Polizei da zum Absperren, wenn die AIDA hier dreht. Aber bei dem, was hier auf dem Wasser ist. Ja. Ja, bin ich schon wieder unterwegs? Nee, ist er nicht. Ich höre nichts. Aber der hat eine ähnliche Nussschale. Oben schwarz, unten rot. Ich meine, das wäre ein bisschen cool, wenn sie jetzt richtig schön drehen würde und dann hast du die Postboje mit AIDA. Ein Postbojen-AIDA-Bild, das wäre zumindest etwas, was man nicht einfach so nachmachen kann. Ja. Wo ist denn jetzt der Mann, der die AIDA gebaut hat? Die Sol. Den organisiere ich dir. Wie hieß er? Ingo? Ja, aber den wolltest du mit dem dich nicht... Du Das hattest kann doch ich ein paar gerne Fragen machen. an den, oder? Hattest du nicht ein paar Fragen an ihn? Da fällt mir was zu ein. Da hinten ist er. Ne? Ist das der im blauen? Ich habe Ja. schon so viel gesabbelt heute. Sag mal, Ingo, hast du Bock? Ja, siehst du so? Du bist auch schon live. Super gerochen. Ja, komm mal mit in die Sonne. Du brauchst ja ein bisschen. Ja, alles. Auch die schmutzigen Dinge. Oh, die schmutzigen. Ne? Wie ist das Bilschwasser? Ne? Nee. Aber. Guck mal hier. Schmeckt gut. Komm hier. Ach so. Zack. Das Und ist jetzt der bist Ingo, du on. den ihr jetzt hört. Wann wurde dieses wunderschöne Schiff dann eigentlich gebaut? Jetzt muss ich erst mal kurz rechnen. Diva Bella Luna Blue Sol ist die 5. Also 2011 ist sie gebaut worden und in Dienst gestellt worden als 5. Schiff der sogenannten Sphinx-Klasse. Jetzt werden einige natürlich aufschreien und sagen, das ist keine Sphinx-Klasse. Nein, ist sie nicht. Sie ist die abgedatete Sphinx-Klasse, weil ab der Blue hatten die Dinger ja ein Deck mehr und das Brauhaus an Bord, wie die Experten wissen. Deck 10, Feuerzone 4 vorm Balte Weltrestaurant. Also sie ist quasi die zweite einer abgedateten Serie. Insgesamt wurden 7 Schiffe davon gebaut. Und ich behaupte mal, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, sie gehören immer noch zu den schönsten Schiffen, die A, die Meyer-Werft gebaut hat und die B, bei AIDA in Betrieb sind. Weil sie haben ein gutes Verhältnis von Passagierzahl zu Quadratmetern. Sie haben schöne Restaurants und von daher, ja wie gesagt, Achtung, persönliche Meinung, aber ich finde sie einfach noch schön. Also auch nach all den Jahren. Ich finde auch die Bauform ist eigentlich noch schön klassisch, ne? So wie man das von Hochseekreuzern so ein bisschen auch Ja, kennt. Ne? genau. Also ich meine, sie hat ja eine relativ kurze Schnauze vorne, aber so, dass sich die Brücke halt nach vorne neigt und auch das Spa-Deck da drüber, ja genau, diese Wellness-Oase da drüber, dass man das Dach öffnen kann, das sind schon Features, die da, also zum Zeitpunkt der Indienststellung schon recht einzigartig waren. Man kann das Dach öffnen? Man kann das Dach Über dem öffnen. Theatrium? Oder Nein, welches nicht Dach? über dem Theatrium, weiter vorne. Das Theatrium ist ja da, wo quasi diese, ich sag mal, Glaswand ist. Ja. Die Architekten haben mir mal erklärt, das waren so, wenn man vor dem Schiff steht, man hat den Kussmund, man hat die Augen und diese Beule, ganz unromantisch an der Seite, das sollten so die Hände sein, die nach oben deuten. Ja, ja. Architekt, also ich bin Ingenieur, kein Das wäre der Architekt. Buckel.
Oder Salatschüssel. Nein, das öffnbare Deck ist tatsächlich über dem Wellnessbereich in Vorratszone 2. Das ist so ungefähr da. Wo die Bögen oben zu sehen sind. Genau, wo die Bögen oben zu sehen sind. Oder wenn, ich weiß nicht, was hat Paddy da jetzt gerade genau, da kommen die 5 Fenster in dem blauen Band, was sie auf Deck 10 hat. Wenn man da mal nach oben scrollt oder nach oben schwenkt, dann sieht man halt sieht man ungefähr die Position des Wellnessbereiches da drüber. Mhm. Ja, ansonsten, ohne jetzt Werbung für AIDA betreiben zu wollen, das Typschiff, die AIDA Diva, war ja jetzt für mehrere Wochen in der Werft, ist einem grundlegenden Update unterzogen worden. Ich selber war nach dem Update noch nicht an Bord, habe es noch nicht gesehen. Insofern kann ich mir dazu auch kein Urteil erlauben. Das sollte ja auch moderner werden, ne? Irgendwie? Ja, genau. Mhm. Aber ich denke, dass sie da schon was Ordentliches auf die auf die Kette gestellt haben. Und ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass ich Mitte des Jahres mal drauf komme. Und dann hat sie Bugstrahlruder und sie hat Heckstrahlruder. Ist das richtig oder sind das drehbare Gondeln? Nee, das ist ein klassischer Schraubendampfer. Der hat vorne 2 Bugstrahlruder. Der hat hinten zur besseren Manövrierfähigkeit einen Heckstrahler. Und das ist ein klassischer Schraubendampfer mit 2 Propellern, die hinten auf dem Ruderblatt wirken. Also wenn man hinten auf Deck 5, das ist so die Beule, die Beule hätte ich beinahe gesagt, so das erste offene Deck über dem Heck, über dem Ankerdeck, über dem Mooring-Deck, da ist auf der Steuerbordseite ist da der Kids Club drauf, auf der Backbordseite ist der Crewbereich drauf. Ich höre dir weiter zu, ne? Also ich habe einen Faden verloren. Ach so, nein, lass dir Zeit. Du genau, da war der Kids Club und ja, die klassische Form, die ist dann doch schon sehr prägnant. Auch oben dieses Designelement, was schräg wegläuft, das ist ja das Marktrestaurant. Okay, wo die Fensterfront hinten so angeschrägt angesetzt ist. Also die Leute stehen quasi, die hinten draußen am Heck stehen, das ist Deck 10, das ist das Weite Weltrestaurant. Darunter ist das Marktrestaurant, so das klassische althergebrachte AIDA Clubschiff-Restaurant. Wie so ein Heckspoiler. Ja, genau, aber ich meine, das ist Design und über Design kann man immer streiten, aber ja, ich persönlich mag es halt ganz gerne leiden. Ja, und sie dreht heute über Steuerbord. Jawohl! Alter, wie geil! Ja, sehr schön. Backbord, aber macht nichts. Sie dreht links rum. Oh ja, links, entschuldige. Wo hängt die rote Laterne? Was, die rote Laterne? Ja. Auf links. Ja. Also Backbord. Backbord. Ja. Steuerbord, Steuerbord. Rechts grüne Laterne. Oder so. Es war im Eifer des Gefechts. Alles gut. Ich weiß auch gar nicht, welcher Kapitän da jetzt drauf ist. Also tatsächlich ist, Festpropeller und dann halt entsprechende Strahler. Ja, genau. Mhm. Aber macht sie manövrierbar genug, damit sie das Manöver komplett alleine fahren kann? Ja Gott, der Zossen, der ist 252 Meter lang. Also so schlimm ist dann ohne auch nicht. Ben, jetzt hättest du übrigens die Postboje oder willst du sie frontal vor der Postboje? Ja. Also jetzt ist die Postboje auch wirklich so ein bisschen verloren, oder? Vor der AIDA. Ja, das wird gleich ein schönes Bild. Sehen, wie von der Brücke die Scheiben gewackelt haben. Das Schade, ein bisschen zu früh. Ja, habe ich auch Wir hätten gedacht. noch einen Moment warten dürfen. Ja, komm doch mal. Oder? Aber sind denn unten auch noch Kabinen drin bei den kleinen Bullaugen oder ist das alles Proviantbereich? Ja, weder noch. Also die unterhalb der Rettungsboote haben wir die viereckigen Fensterausschnitte, das ist Deck 4. Ja. Das sind noch die, ich sag mal, die am niedrigsten liegenden Passagierkabinen. Die Bullaugen darunter, Deck 3, Deck 2, Deck 1, das sind wirklich Crewkabinen, beziehungsweise auf der Steuerbordseite ist mehr der Proviantbereich. Ah, okay. Ich muss mich mal eben kurz bereit machen für ein Bild, was es sonst nicht gibt.
Mit Boje. Ja. Also ich würde sagen, ich hab's. Hat er? Aber schön. Also Immer noch schick. Also unten wohnt quasi die Crew. Ja, Deck 3, Deck 2. Ja. Ja, ich glaube, das Atrium oder das Theatrium, das war ja damals so das große neue Ding, ne? Ja. Irgendwie. Ja. Das war auch eine besondere Herausforderung an die Schiffsstruktur, weil normalerweise legt man ja technisch gesprochen einfach Platten aufeinander und setzt da Stützen zwischen. Und die Herausforderung beim Theatrium war, es ging über 3 Decks, es ging über eine Feuerzone. Natürlich sind da auch Stützen drin, aber man muss ja natürlich wenn das Schiff im Seegang sich befindet, es ist ja keine steife Struktur. Es muss sich ja bewegen können. Sowohl, also es muss nicken können, es muss rollen können, es muss sich verwinden können. Das war damals tatsächlich im Schiffbau die große Herausforderung. Aber man hat da durch Querträger, also durch schräg gestellte Stützen sind es eigentlich, hat man da eine gute Lösung gefunden, die auch recht gut ins Design passten. Diese Elemente wurden von den Architekten aufgenommen. Und wenn man jetzt innen über das Schiff läuft, also man muss keine Angst haben, dass man sich irgendwo in den Kopf stößt oder so. Das haben die sehr gut gelöst. Ja. Und zur Bühnenanlage, das Theatrium hat ja, also das Typschiff Aida Diva 2007 in Betrieb gegangen, hatte damals schon eine Bühne, also das Theatrium geht von Deck 9 bis Deck 11. Die Bühnenanlage ist eigentlich auf Deck 9, sie geht aber bis Deck 8 runter. Das heißt, ich kann auch Artisten mit dem Bühnenlift, Fahrstuhl, oder? mit dem Bühnenlift, mit der verfahrenbaren Bühne, mit dem Fahrstuhl von unten nach oben fahren. Das trifft natürlich auch für Equipment zu. Das war damals eine Neuheit. Sie hat eine verfahrbare Videoleinwand. Auch das war damals neu. Und was sie zusätzlich auf Deck 11 hat, sie hat einen sogenannten Actor-Lift, also einen Lift für Aktionen, für Artistik in der Luft. Der hängt im Prinzip an der Decke von Deck 11, geht aber natürlich runter im Zweifelsfall bis Deck 7. Ich kann also im Zweifelsfall die Bühne runterfahren, den Artisten auf Deck 7 anpicken und den als Überraschungsmoment quasi komplett übers Theatrium hochziehen, über 4 Decks, also knappe 12 Meter. Das ist schon ein Wow-Effekt, den die da in der Show nutzen können. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, ohne dir jetzt auf Wort fallen zu wollen, hat AIDA auch seinen eigenen Entertainment-Bereich gegründet. Genau. Bin ich der Meinung. Also die haben sich zusammengeschlossen mit Schmitz Tivoli und haben dann AIDA Entertainment quasi als Joint Venture daraus gemacht und bilden ihre eigenen Künstler und Artisten aus, die hier in Hamburg dann nochmal ihren Feinschliff bekommen und ihre Ausbildung, die Restausbildung bekommen und dann an Bord gehen. Ja, das ist Stage Entertainment, die sitzen hinten in der Speicherstadt in der Nähe vom Miniaturwunderland. Also sind sie nicht mehr in der Simon van Utrecht Straße? Ich meine, die sind umgezogen. Das kann auch sein, ja. Aber dafür lege ich meine Hand jetzt nicht ins Feuer. Ich auch nicht. Gut. Jedenfalls, du hast recht, das war damals der Zeitpunkt, wo die ihre eigenen, also wo die vom klassischen Theater auf dieses Theatrium umgeschwenkt haben, was natürlich auch zur Folge hat, dass der Passagier, der über Tag da durchläuft an Seetagen und so weiter, auch die Proben und die Übungen der Artisten begutachten konnte, was 2007 etwas vollkommen Neues und Revolutionäres war. Ja, und diese ganzen Vorstellungen, die da stattfinden, wirst du einen Hut haben. Nee, danke, alles gut. Die Sachen, die da stattfinden, sind, glaube ich, sogar auch for free, ne? Für jeden, der irgendwie möchte, weil es ist ja letztendlich vollkommen einsehbar. Genau. Also sie bräuchten eh keine Tickets verkaufen, weil du kannst es auch vom anderen Deck aus dir dann anschauen. Ja. Finde ich tatsächlich sehr charmant. Also für die Gäste wird halt auch was geboten, was kostenfrei ist. Und da haben sie ja auch, ich weiß nicht, ob das bei der auch schon der Fall ist, ich glaube Kinos und sowas haben sie auch an Bord. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt bei Sol, Diva und so auch schon der Fall war. Doch, es gab damals, was heißt damals,
ich sage deswegen damals, weil ich halt den Bauzustand von 2011 kenne. Die hatten damals auf Deck 9, meine ich, auf Steuerbordseite ein sogenanntes 4D-Kino. Ja, irgendwie sowas. Das waren im Prinzip 3D-bewegbare Sitze und die hatten in den Sitzen so kleine Düsen, wo im Bedarfsfall, wenn der Film es erforderte, ein Spritzer Wasser oder ein Spritzer Druckluft rauskam. Das war dann halt die 4. Dimension. Ja, also auch damals, 2007, für damalige Verhältnisse recht revolutionär, muss ich sagen. Alles klar. Tschüss. Ja, also man lässt sich für die Gäste dann was einfallen. Ne? Naja, also, natürlich. Und da ist das Ende auch noch nicht erreicht. Kann das sein, dass Montana Black da auf dem Schlauchboot hinter der Aida Sol herjagt? Weiß ich nicht. Hast du einen Livestream von ihm? Nee, ich habe gerade was im Chat aufgeschnappt und... Ja, dann soll er mal herkommen. Digga. Also wenn ihr gerade bei Montana zuguckt und dann haut ihn mal schön voll mit Spam-Nachrichten. Ja, wenn der schreiben kann, soll er mal eine Postkarte in die Boje schmeißen. Ja. Ich meine, das Geschäftsmann, der wird ja wohl schreiben können. Und ansonsten kann er mal hier vorbeigucken. Das ist ja der nächstzweitgrößte Kanal in Hamburg, ne? So. Der mit den wichtigen Inhalten. Bitteschön. Naja, nach wie vor ein schönes Schiff, finde ich. Ja, ich habe damals mit Aida Vita habe ich damals angefangen. Ich komme eigentlich aus der Schiffsausrüstung. Und als ich da angefangen habe, da wurde gerade die Vita in Dienst gestellt. Ja. Ne, und da gab es dann damals noch für die Mitarbeiter, die dann daran beteiligt waren in irgendeiner Form, wir haben eine Schiffsausrüstung gemacht, dann die Gästefahrten und sowas, das hat man aber auch dann irgendwann eingestellt. Ja, leider muss ich sagen. Ja. Das war bei den ersten Sphinx-Schiffen war das auch noch der Fall, aber im Laufe der Zeit ist das dann alles eingeschlafen. Ja, das fand ich schade. Also das ist eigentlich eine schöne Geste so, ne? Für alle, die daran beteiligt sind und da ihr Herzblut reinstecken. Und ist ja auch hat ja auch was damit zu tun, ob man sich mit einer Marke identifiziert. Ne? Auf jeden Fall, klar. Und von daher. Das wäre ja lustig, wenn der Chat das irgendwie hinbekommt. Darf ich dir mal an deine Brust fassen, Paddy? Ja, gerne. Darfst du auch an mir reiben. Ach, herrlich. Das wäre ja lustig, wenn der Chat den Monty dazu bekommt, dass er hier einmal um die Postboje pirouettiert. Die müssen ja irgendwie zurückkommen, die sind ja rausgefahren. Ne? Bitte? 20 Uhr. Tja. Ja, Ingo, großes Kino. Dankeschön. Vielen Dank für die Infos. Immer gerne. Das ist, glaube ich, mehr an Informationen, als wir normalerweise so liefern können. Und für jemanden, der... Magst du noch einmal kurz sagen, was eigentlich so dein Fachgebiet ist? Also, oder was du genau machst? Ich habe ja so lapidar gesagt, du hast die Sol gebaut. Ja, das stimmt so nicht. Nein, ich arbeite bei der Meyer-Werft. Ich bin tätig im sogenannten Bereich Hotelelektrik oder wie wir immer genannt werden, die Plüschelektriker. Sprich, wir machen alles, was mit Beleuchtung in den Passagierbereichen zu tun hat, mit Elektrik allgemein. Also wir krabbeln nicht unten in der Maschine rum, aber alles, wo der Passagier hinkommt, die Kabine, ja, die Restaurants, die Diskotheken, Theater, hatten wir drüber gesprochen, aber auch solche Sachen wie das Sporthospital und so weiter. Das planen wir elektrisch, das bauen wir elektrisch und das nehmen wir auch elektrisch in Betrieb. Und wie sieht das aus, wenn man da irgendwie was innovativ quasi entwickeln muss? Wie muss man sich das vorstellen? Dass da irgendwie andere Stromkreise gelegt werden müssen oder dass da Stromwechsler rein müssen? Oder womit hat sowas zu tun? Man sagt, das muss man entwickeln. Oder sind das irgendwie spezielle Lichtschalter, die es sonst nicht gibt? Oder? Naja, es kommt immer drauf an. Oder ist die Frage zu abstrakt? Nein, gar nicht. Im Prinzip kommt der Kunde an und sagt, ich möchte gerne das und das haben. Ich habe eine Idee. Es gibt keine technische Lösung auf dem freien Markt. Also fängt man an, sich Gedanken zu machen, natürlich zusammen mit dem Kunden, egal ob das jetzt AIDA ist, ob das eine andere Reederei ist, das spielt ja keine Rolle. Und dann fängt man an, sich Ideen zu überlegen, zu entwickeln und guckt dann natürlich auch im Normalfall nach geeigneten Partnern, die das dann auch bauen und umsetzen können. Und so geht die Entwicklung dann peu à peu weiter, bis hin zur kompletten Lösung, bis zur Fertiglösung. Ja. Ich gebe uns mal ein bisschen Schatten. Ach, das ist nett, ja. Erschlagen wollte ich dich nicht. Nee, alles ist gut. noch alles dran? Ja, alles da, wo es hingehört.
Sonst kriegen wir hier irgendwie gleich einen Sonnenstich, das muss ja nicht sein. Nö. Ne? Nein, aber das macht halt die Arbeit so interessant und so abwechslungsreich. Also es ist kein Schiff wie das andere. Und auch wenn man sagt, ja, AIDA hat 7 gleiche Schiffe, nein, haben sie nicht. Also der Rumpf ist gleich, die Maschine ist gleich, die Brücke vielleicht auch noch, aber alles andere ist in irgendeiner Form unterschiedlich. Und sei es auch in erster Linie in Geschmack, Form und Farbe. Aber technisch haben sich natürlich über die ganzen Baujahre die Schiffe auch weiterentwickelt. Ich glaube, die Decks haben auch teilweise unterschiedliche Farbgebungen, ne? Genau, ja. Ja. Ja, und für Eltern, die mit Kindern reisen, da gibt es halt die Option, ihre Kinder dann irgendwo so ein bisschen bespaßen zu lassen. Ne? Das ist ein bisschen, sagen wir, wie eine Kindertagesstätte so ungefähr. Das nennt sich Kids Club, hast du, glaube ich, eben gerade auch schon gesagt. Ne, da kann man dann vielleicht mal sagen, so, ich möchte jetzt heute noch mal kurz in die Sauna und dann kann man das Kind mal so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde dann mal so unterbringen. Ne? Ja, und ich glaube, das macht denen auch Spaß. Also vielleicht nicht jedem, aber in den meisten Fällen. Naja, es kommt ja immer darauf an. Ne? Wenn ich mir die neueren, die größeren AIDA-Schiffe angucke, die haben natürlich auch im Bereich Kinderbespaßung noch einen da draufgelegt. Da wird so ein bisschen nach Altersgruppen unterschieden und altersgerechte Bespaßung dann auch von fachlich geschultem Personal erledigt. Das heißt, die Eltern können da ganz in Ruhe dann sich auch mal zu anderen Aktivitäten zurückziehen. Ob es jetzt ein Restaurantbesuch ist, ob es ein Saunabesuch ist. Ne? Also auch das hat sich natürlich weiterentwickelt. Ne? Ja, und ansonsten ist dein Steckenpferd jetzt Disney. Disney rauf und runter sozusagen. Ja, rauf, runter, vorwärts, rückwärts, links, rechts. Ja, also wir bauen im Moment leider keine Schiffe für AIDA Cruises und auch nicht für den Mutterkonzern. Also für den Mutterkonzern, für Carnival bauen wir noch welche, 2 Stück jetzt. Ich selber arbeite gerade mit meinen Kollegen an den aktuellen und an den kommenden Projekten für Disney Cruise Line. Disney ist natürlich, was heißt natürlich, Disney ist eine andere Hausnummer als AIDA. AIDA ist eine Kreuzfahrtreederei mit Entertainment an Bord. Disney ist ein Entertainment-Konzern mit Kreuzfahrtschiffen. Das merkt man schon. Das heißt, die Herangehensweise ist da eine etwas andere. Gerade ich sprach davon, der Kunde hat eine Idee. Da sind wir viel mehr eingebunden in der Entwicklung, in der Lösung von Ideen. Die haben also nochmal so ein bisschen, die haben vielleicht etwas expressionistischere Ideen, etwas ungewöhnlicher, weil sie halt von einem Entertainment-Konzern kommen, wo man in Trick- und Animationsfilmen alles Mögliche darstellen kann. Ja. Und die denken sich, naja, sowas Ähnliches hätte ich jetzt auch irgendwie gerne auf meinem Schiff. Ja, genau. Und das dann in Realität nachzubauen, dann abzubilden, das ist die große Herausforderung. Ja. Aber ohne prahlen zu wollen, bisher haben wir das, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Ich war noch nie auf einem Disney-Schiff, aber ich glaub's dir. Ja, ich schon, gezwungenermaßen. Ja, du siehst es ja jeden Tag. Ja, klar. Ne? Ja, also ich glaube, dass du echt einen ziemlich coolen und kreativen, abwechslungsreichen Job hast. Also ich schreibe Zollanträge, macht auch Spaß, ist auch cool. Habe vorher halt in der Schiffsausrüstung gearbeitet und hat auch Spaß gemacht und habe da irgendwie so gefühlt fast 18 Jahre meines Lebens mit AIDA Cruises irgendwie zugebracht. Aber wenn man so jeden Tag irgendwie was Neues macht und was entwickelt für einen Kunden und das hinterher auch dann ins Schwimmen oder zum Leben erweckt, ist schon eine coole Sache. Auf alle Fälle. Ja? Also ich stelle mir das sehr befriedigend vor. Ist es auch. Also man hat in jedem Job mal den einen oder anderen Tag, wo man sagt, heute war nicht so dolle, aber unterm Strich muss ich sagen, nach all den Jahren macht es immer noch Spaß. Wenn man das sagen kann, hat man, glaube ich, alles richtig gemacht. Ach, das ist guck mal, gibt's was Kaltes? Ja, das vielen ist doch cool. Dank. Kalte Cola. Danke sehr. Ja, wenn man viel redet, muss man viel trinken. Genau. Ne? Ja, wir haben natürlich bei den Zuschauern einige Kreuzfahrtfans dabei und für die ist das jetzt natürlich irgendwie hochinteressant, ne? Über so ein bisschen was Internes zu erfahren. Wie läuft das so? Wie macht man das? Ja, also ich lausche auch ganz gespannt und ich glaube auch der Chat ist gerade sehr dankbar. Für dich ist das ja Tagesgeschäft, aber das, was für dich Tagesgeschäft ist, glaube ich einfach so ein bisschen Hintergrundinfo, ne? Wie so ein Schiff aufgebaut ist. Also auch mal so Sachen mit so statische Geschichten, was du sagst, Mensch, und dann über mehrere Decks und dies und dann. Also das sind einfach so Informationen, die kannst du auch nirgendwo nachlesen. Nee, ist tatsächlich so, ja. Was war denn so das Verrückteste, was ihr mal umgesetzt habt auf so einem Schiff? Wo du sagst, Mensch, also
das war etwas, das habe ich noch nie gemacht und kam auch noch nie wieder. Habt ihr sowas oder ist das irgendwie jedes Mal so ein Ding, wo ihr sagt, nee, das haben wir Nein, also es gab es gab so 2 Highlights in meiner Karriere. Das eine war, darf ich Namen von Schiffen nennen? Ja, natürlich. Ja, also solange du nichts intern ausplapperst, was du nicht erzählen darfst. Nein, das kann man sich angucken. Und zwar haben wir für Royal Caribbean gebaut die Quantum of the Seas. Das war die erste einer Serie von 5. Die hat oben ein Multiplex heißt der Bereich. Das ist halt so ein Mehrzweckraum, der über 2 Decks geht. Ja. Der kann genutzt werden als Basketballfeld. Der hat also eine Vorrichtung für Trapeze oben in der Decke. Da kann man eine Trapezschule besuchen als Gast. Aha. Und was wir damals gemacht haben, wir sind zu einem niederländischen Karussellbauer hingegangen und der hat uns eine Gondel an einem Arm gebaut, die quasi an der Decke hing. Und in dieser Gondel stand der DJ. Und wenn da oben Diskothek war, die gesamte Geschichte war über 2 Decks hoch, dann konnte diese Gondel aus der Decke fahren. Der DJ stand da drin, hat Musik gemacht und fuhr quasi mit entsprechenden Lichteffekten über die Köpfe der Gäste hinweg. Mhm. Und das war so eine Geschichte, wo ich gesagt habe, das ist so verrückt im positiven Sinne, das haben wir vorher noch nicht gehabt. Und dann halt auch mal so vollkommen abwegig, in Anführungsstrichen, einen Karussellbauer mit zu beauftragen. Mhm. Wobei die Jungs haben einen geilen Job gemacht, das muss man wirklich sagen. Das war so eine Sache. Und die zweite Sache, die wir mal gebaut haben, das war jetzt tatsächlich auf der Disney Treasure. Wer den Film König der Löwen kennt oder auch Lion King, der kennt vielleicht diese Szene, wo der kleine Löwe auf dem Felsen steht, einmal so ganz zärtlich miaut, dann schwenkt die Kamera in den Sternenhimmel und schwenkt dann wieder runter, es wird Tag und dann steht da halt der große Löwe, der Mufasa und brüllt dann richtig in die Kamera. Und wir haben es tatsächlich geschafft, mit beleuchtungstechnischen Mitteln, die wir in einer Art und Weise kombiniert haben, die es noch nie vorher gegeben hat, so diese Szene nachzubauen. Also wir haben natürlich keinen Löwen da reingebaut, aber diesen Schwenk von mit Sonnenuntergang, mit Sternenfleckern, mit langsam dem Sonnenaufgang von einer Seite reinkommt, so dieser rötliche Bereich, der dann zu einem Blau des Tageshimmels wird, das war technisch doch schon recht anspruchsvoll und nicht so trivial, wie es sich vielleicht in der Beschreibung anhört. Ja, du brauchst ja im Prinzip so einen Farbverlauf dann, ne? Genau, und es muss ja auch noch echt wirken. Ne? Was nützt mir das, wenn ich da einfach blaues Licht mache und sage, das ist jetzt Himmel? Da ist keinem mit geholfen, es muss ja auch echt aussehen. Mhm. Und das waren so die 2 Sachen, wo ich sagen würde, in den letzten Jahren, die haben richtig herausgestochen. Das hat auch mega Spaß gemacht. Und kann ich ohne arrogant zu klingen sagen, ich bin auch stolz darauf, dass ich daran beteiligt war und das auch mitentwickelt habe. Ja, das glaube ich. Ja, das sind natürlich so coole Sachen, Mensch, also das bleibt in Erinnerung, ne? Ja, sicher. Also ohne Werbung machen zu wollen, die Dinger schwimmen ja noch auf den Schiffen rum, die kann man sich angucken, wenn man die entsprechenden Kreuzfahrten bucht. Ja, aber auch das mit der Gondel für den DJ finde ich ja abgefahren, ne? Ja. Also wer weiß das vielleicht von Michael Jackson Konzerten noch von früher, der hat ja auch so einen Kran gehabt, mit dem er dann übers Publikum gefahren ist. Mhm. So stelle ich mir das vor, im umgekehrten Sinne von oben runter und dann statt von unten rauf und rüber. Ne? Das war so tatsächlich der Ideengeber dafür. Mhm. Naja, auf den späteren Schiffen, also es sind nicht alle 5 Quantum-Schiffe damit ausgestattet worden. Die Reederei wollte dann irgendwo Kosten sparen und dann wird jede einzelne Anlage auf Kosten-Nutzen-Rechnung geprüft. Was habe ich davon? Was kostet mich das? Kann ich verstehen. Das sind betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte, unter denen die ja auch agieren müssen. Aber wenn ich jetzt mal als Ingenieur spreche, das sind schon geile Sachen. Ja, das glaube ich. Ich glaube, die Quantum of the Seas war sogar auch mal in Hamburg, ne? War die nicht mal zur Werft? Die ist bei B&V gewesen, in Elbe 17. Ja, ne? Ja. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass da mal irgendwann was war. Ich weiß nicht, ob wir mit den Gondeln oder irgendwas. Ja, da war irgendwie eine Probungsfahrt und dann hieß es, die muss noch mal kurz eindocken. Die musste damals eindocken.
Auf der Überführungsfahrt von Papenburg nach Emshaven war der Wasserstand in der Ems sehr niedrig zu dem Zeitpunkt. Er war so, dass wir überführen konnten, aber er war halt sehr niedrig. Er war am unteren Limit. Und zu dem Zeitpunkt also ich meine, die Maschinen werden ja mit Wasser gekühlt und es ist mehr Schlamm aus dem Flussbett aufgewirbelt worden, als es gut für die Anlage war. Und dann sind die halt hier in Hamburg nochmal ins Stock gegangen, um die Seewasserkästen durchzuspülen, um die ganze Kühlanlage nochmal durchzukerchern, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja. Also nichts, was ungewöhnlich ist nach so einer Überführung. Ne? Ja. Also selbst wenn wir in Emshaven anlanden, es gehen immer als erstes Taucher runter, gucken, ob das Unterschiff in Ordnung ist, gucken, ob die ganzen Sachen was abgekriegt haben, weil das ist ja doch immer ziemlich Maßarbeit. Logisch, also wenn das alles sowieso so Knopf oder spitz auf Knopf gerechnet ist, weil ich meine, die Schiffe sind ja nun nicht ganz leicht. Ne? Nee. Und die haben einen gewissen Tiefgang und die sind, glaube ich, auch nicht voll ausgestattet, wenn sie rübergefahren werden, eben halt um den Tiefgang auch dann so gering wie möglich zu halten. Genau. Ja, das ist natürlich eine enge Kiste und da kann auch mal vielleicht irgendwo, keine Ahnung, noch ein Brocken liegen, der dann da mal lang kratzt oder so. Ne? Natürlich, klar. Ja, also liegt die Meyer-Werft eigentlich so im Innenland und baut aber Schiffe, die riesig groß sind, die da irgendwie über den kleinen Graben müssen. Da, ne? Ja, schon echt irre. Na, wer kommt da denn noch angeflogen? Da hinten über dem Burchard-Kai. Das ist ein Helikopter. Ja. Der geht vielleicht zu Airbus. Keine Ahnung. Ja, wer weiß, vielleicht kommt Montana Black jetzt auch eingeflogen. Ne? Das kann ja auch sein. Das wird aber schwierig, wenn er eine Post einwerfen will. Tja, abseilen, ne? Abseilen. Ja. Ja, also eure Auftragsbücher bei der Meyer-Werft sind gut gefüllt. Ihr könnt euch nicht beschweren. Nö, das freut. Ja, das ist doch schön. Also wir können auch noch ein bisschen mehr vertragen. Aber mit dem aktuellen Auftragsbuch können wir aktuell leben und tun es auch ganz gut. Wir haben uns darauf so ein bisschen ausgerichtet, auch hinsichtlich der Kapazitäten und das passt schon. Ja. Die Sonne ist weg, Ben. Ja? Du kannst den Schirm einpacken. Okay, cool. Tatsächlich da hinterm Gebäude. Ja, ich wollte uns noch mal so ein bisschen Schutz geben hier, weil wir schon eine Zeit lang ohne Beschirmung standen. Wo sind unsere Damen eigentlich? Noch nicht wieder da, ne? Also ich weiß, Kirsten hat auf jeden Fall eine Briefmarke und eine Adresse haben sie auch schon. Also ich weiß, dass die Damen noch irgendwie mit der Postboje und Claudia zusammen sind. Ja, irgendwas habe ich da auch mitgekriegt. Na, da haben wir was in Gang gebracht, ne? Wir haben die Idee und die Mädels machen's. Hast du denn heute die Einlaufparade gesehen? Ja. Und wenn ja, wo? Wir sind mit der U-Bahn hierher gekommen, sind Baumwall ausgestiegen und während die Einlaufparade quasi Elbe aufwärts gegangen ist, sind wir die Elbe runtergelaufen. Ah, also entgegengelaufen. Also entgegengelaufen und haben, bis wir das letzte Schiff von der Einlaufparade dann hatten, waren wir dann auch am Ende der Landungsbrücken und es war, ja, ich bin heute auch das erste Mal hier auf dem Hafengeburtstag als Privatperson, um halt mal mir die Schiffe anzugucken. Und ja, es war ein buntes Gemisch an Schiffen, sehr interessant. Also mega geil anzugucken. Ja, du hast ja letztendlich viele Traditionsschiffe, dann hast du natürlich Marine dabei und alles Mögliche an Antriebsarten. Was ja wenn man ein Schiffsbauer ist, natürlich auch irgendwo interessant ist, sowas dann irgendwie in Fahrt zu sehen. Ne? Ja, also meine persönlichen Favoriten sind ja tatsächlich immer noch die Schlepper mit ihrem Voigt-Schneider-Propeller darunter. Also das ist ja gut eine Antriebsart, die für ein Kreuzfahrtschiff nun nicht geeignet ist. Aber wenn ich die Dinger sehe, wie wendig die sind, was für eine Kraft diese verhältnismäßig kleinen Schiffe entwickeln können, ich finde das gigantisch. Ja. Und ich freue mich tatsächlich auch persönlich morgen auf das Schlepperballett. Das ist so eins meiner persönlichen Highlights am Hamburger Hafengeburtstag. Ja. Ja, da freue ich mich auch drauf. Also Schlepperballett habe ich bisher nur einmal aus der fahrenden Perspektive gesehen.
als Paddy auf Bord war. Ja, das ist auch und sich das von der Seite mal angeguckt hat und mitgeschunkelt hat. Aber ich habe es tatsächlich noch nie von der Landseite aus gesehen. Das werde ich mir morgen das erste Mal geben. Und das stelle ich mir auch sehr beeindruckend vor. Ja, ich auch. Also ich sehe ab und zu mal hier, wenn wir streamen, dass wenn ein Schlepper eine Piorette dreht oder irgendwie sowas, ne, das sieht ja auch schon cool aus. Aber wie genau sich diese Biester so steuern lassen, das ist schon echt beeindruckend. Und wie viel Kraft wirklich dahinter steckt, was sie ja auch haben muss, damit dann letztendlich oder man so ein Schiff dann auch irgendwo entsprechend sicher in den Hafen geleiten. Ja, klar. Naja, gerade auch wenn man sich vor Augen führt, egal ob das jetzt ein Kreuzfahrtschiff ist oder ein Containerschiff mit einer entsprechend hohen Ladung, die bieten ja auch für den Wind eine entsprechende Angriffsfläche. Ja. Und wenn der Wind jetzt von einer in Anführungsstrichen falschen Seite kommt, was die jetzt auf den Punkt für Kräfte aufbringen müssen, also ich finde das wirklich beeindruckend. Ja, und das Tüdelband, was da dran hängt, das hält das alles. Ne? Also das ist ja auch nochmal so ein technisches Highlight. Und dann haben sie eigentlich so klein ist das Tüdelband ja nicht, ne? Also die Leine ist schon ganz schön dick, ne? Ja. Und die haben ja nochmal redundant eine zweite Leine meist an Bord. Also ja, ist schon eine beeindruckende Technik. Auf alle Fälle. Ja. Ich finde das auch immer so interessant, wenn wir die Schiffe über die Ems überführen. Die Leute fragen dann auch immer, Schlepper vorne, Schlepper hinten. Die sind ja nicht ganz klassisch im Schleppverband mit Tauen befestigt, sondern unsere Schiffe haben ja vorne einen Adapter dran, hinten einen Adapter dran und die Schlepper liegen da quer vor. Ja. Dann so Bekannte fragen mich dann auch, aber der Schlepper, was macht der denn? Ich sage, wenn es gut geht, gar nichts. Weil das Schiff fährt aus eigener Kraft, es fährt rückwärts. Die meisten oder bis auf eine Ausnahme jetzt hatten wir in den letzten Schiffen immer nur Azipod-Antrieb. Das heißt, die haben drehbare Gondeln darunter. Und indem sie halt im Rückwärtsgang fahren, schieben sie sich Wasser unter den Kiel. Was natürlich förderlich ist für die Fahrt und für den Gleiteffekt. Und diese Schlepper vorne und hinten sind eigentlich nur für den Notfall da. Jeder, der so ein ganz klein bisschen was von Physik versteht oder sich damit auskennt, weiß, sobald ich unter eine bestimmte Geschwindigkeit fahre, wird das Manövrieren unheimlich schwer. Für solche Fälle ist halt der Schlepper da. Ja. Die lassen auch noch als Backup immer einen Schlepper vorne, einen Schlepper hinten mitfahren, wenn mal was schief gehen sollte. Ganz einfach, wenn so ein Kreuzfahrtschiff in der Böschung sitzt in der Ems, dann haben wir ein großes Problem. Um das zu vermeiden, setzen sie halt auf eine Backup-Lösung. Toi, 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 schnell auf Holz klopfen. Haben wir das bisher nie gebraucht. Und wenn ich mir so die Überführungsberichte angucke, dann ist das auch ganz, ganz, ganz selten, dass wirklich mal ein Schlepper sagt, so, ich muss jetzt mal überhaupt die Maschine anschmeißen. Und das machen die Schiffe schon von selber, also die Kreuzfahrtschiffe. Aber es ist natürlich nie schlecht. Wir haben auch natürlich im Simulator werden unsere Werftkapitäne und die Schlepperkapitäne geschult. Auf das Schiff, was sie dann überführen sollen? Also pro Schiff wird eine Schulung gemacht? Ja, also, okay. Die sind mehrere Stunden im Simulator. Ich hatte mal das große Glück, mir den Simulator anschauen zu dürfen und war beeindruckt mit, was du eben schon sagtest, mit was für einer Präzision nicht nur der Werftkapitän das Kreuzfahrtschiff steuern muss, sondern auch die Schlepperkapitäne, die auf den Backup-Schleppern sitzen. Die müssen ja quasi immer Standby sein. Ja. Die müssen ja innerhalb von einzelnen Minuten reagieren können, wenn mal was schief gehen sollte. Und diese ständige Alarmbereitschaft und diese Hochverfügbarkeit, die dahinter sitzt, das fand ich extrem beeindruckend. Na, gerade wenn man so, ich habe von Navigation habe ich null Ahnung. Ja, ich auch nicht. Steuerbord rechts, Backbord links, aber dann hört es auch auf. Ja. Aber wenn ich mir angucke, was die da alles machen müssen, also gigantisch. Ich bin immer zutiefst beeindruckt und habe wirklich einen heiden Respekt vor diesen Menschen. Aber was ich auch sehr geil finde, wenn du da das an Bord mitbekommst von so einem Schlepper und du bekommst dann die Anweisung von den Lotsen, so halbe, dreiviertel, mach dich mal schwer, mehr Leine oder leg dich mal in die Leine. Und also diese ganzen Manöver, diese Anordnung. Und du weißt überhaupt, also es hört sich cool an, aber du weißt null damit anzufangen. Also gut, halbe weiß ich, vor, halbe zurück, könnte ich mir vorstellen, also halbe Leistung irgendwie wahrscheinlich. Ne? Aber
diese Kommunikation zwischen Lotse und Schlepper ist auch schon irgendwie cool. Dann hast du halt nochmal die Rückantwort des Schleppers an den Lotsen, damit die beide wissen, okay, wir haben uns richtig verstanden. Ja. Ne? Also es ist schon, hat was. Ich hätte Also, übrigens gleich so 2, 3 Fragen aus dem Chat. ja, wir haben den Fachmann hier, der macht gerade Überstunden, eigentlich hat er frei. Nein, ich bin freiwillig hier. Eine Frage habe ich auch noch, und zwar dieser Adapter, der da angebaut wird, um den Schlepper zu positionieren. Ja. Der muss ja fest verschweißt sein, verdübelt, keine Ahnung was. Der ist verschweißt. Verschweißt. Also und den nimmt man dann einfach ganz easy wieder ab? Oder? Wir haben 2 Adapter, einen vorne vom Wulstbug, der wird quasi wie so eine Klammer da drum gesetzt und mit Taulen befestigt. Und hinten der wird einfach angeschweißt. Und wenn wir in Emshaven angekommen sind, im Normalfall ist es ja Emshaven, bei den kleineren Schiffen ist es Emden, dann kommen die erstmal mit dem Schweißbrenner und brennen das Ding ab. Aha. Das Ding ist da fest dran. Okay. Aber es ist ja schon alles lackiert und so. Also da muss dann hinterher noch mal einer mit dem Schleifer drüber. Das ist eine Nachtschicht, dann ist das Ding weg. Ja, okay. Das ist ja der große Vorteil von Stahl. Man brennt ihn ab und dann schleift man ihn bei und dann lackiert man ihn über. Also man primert ihn, man grundiert ihn und dann lackiert man ihn über und dann sieht man nichts mehr davon. Aha. Also bei den großen Schiffen, jetzt bei den kleineren Schiffen war es tatsächlich so, dass der hintere Adapter über Leine angeflanscht wurde. Nee, angeflanscht ist das falsche Wort, also über Leine verbunden wurde. Aber bei den großen Schiffen ist der tatsächlich angeschweißt. Aha. Ne, das sind 2 Schweißnähte, die sind ungefähr, also das muss ich jetzt als Schweißlaie sagen, 2 cm breit und ungefähr 80 cm hoch. Aber und das daran hält das? Daran hält das. Das ist ja irre. Ja. Also das ist ja im Prinzip nichts. Aber ich vertraue da meinen Kollegen aus dem Schiffbau, das werden die schon. Ja, also gar keine Frage. Aber das ist ja im Prinzip das ist ja gar nichts. Nö. Ja, aber ist halt Physik und funktioniert. Ja. Ja, ja, also ich bin mit meiner Frage durch, Paddy. Wenn du Fragen aus dem Chat hast, leg los. Nur so 2, 3. Eine Frage war hier bezüglich der Schiffshospitale. Wie ist da die Ausstattung? Geht das so weit, dass man da theoretisch operieren könnte? Ja. Muss nur das entsprechende Personal natürlich an Bord sein. Dann, Ja. ne? Also die haben einen Reinraum an Bord, der als OP ausgewiesen ist. Die haben auch diese, man kennt es ja aus dem Fernsehen, diese Operationslampen, die so ganz hell runterscheinen an Bord. Die haben das entsprechende Sterilisationsequipment an Bord. Also im Zweifelsfall, ich sag mal, wenn auf hoher See ein Blinddarmdurchbruch ist, das können die operieren. Okay. Dann war noch hier noch die Frage bezüglich der Azipods. Wie viel mehr Wasser brauchen die denn bezüglich, also unterm Kiel? Also gibt es da irgendwie, sagt man irgendwie, durch die Antriebe braucht man so und so viel mehr Wasser, damit es nicht die Probleme gibt mit dem Unterspülen? Nein, also ein Azipod hängt prinzipiell, also wenn man sich das Schiff in der Seitenansicht vorstellt und bis runter zum Kiel geht, die Azipods hängen per se nicht tiefer als die Schrauben bei einem klassischen Schraubendampfer. Man nutzt nur den Effekt, dass man die Azipods halt drehen kann. Ne, den gleichen Effekt hätte ich tatsächlich mit einem guten Verstellpropeller, indem ich mir Wasser noch zusätzlich unter den Kiel schiebe. Das ist halt so die zusätzliche Reserve. Okay. Und die nächste Frage, Meyer-Werft in Papenburg ist eine reine Bauwerft, ne? Also zur Wartung oder ähnlichem? Nope. Nix. Wir können nur neu. Ist wahrscheinlich auch dadurch, das wäre wahrscheinlich auch mit der Ems einfach. Ja. Wenn Schiffe nur zur Wartung kommen, es gibt ja auch, glaube ich, gewisse Slots, in denen überhaupt nur überführt werden darf. Genau. Da spielen ja auch Umwelt- und Naturschutzaspekte irgendwo eine Rolle, wie die Ems aufgestaut werden darf. Also wenn da jetzt, ich sag mal, alle 3, 4 Wochen ein neues Schiff kommen würde, wäre das logistisch wahrscheinlich. Nein, das können wir auch gar nicht leisten. Also ich meine, Mitglied der Meyer-Gruppe ist tatsächlich die Firma Meyer RE. Die befasst sich mit Retrofits und dergleichen mehr. Das machen wir, aber das können wir in Papenburg nicht abbilden. Ich glaube, da kommt gerade unsere Barkasse vielleicht. Ingo, dann sage ich erstmal vielen Dank. Sehr gerne. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du jetzt so viel Rede und Antwort gestanden hast. Also das war wirklich sensationell. Völlig überraschend und ich glaube, für viele Zuschauer war das auch sehr interessant. Jetzt kriegen wir aber erstmal Vorstellung, Post zur Postboje. Ja. Die Anita kommt. Ja, vielen Dank, dass also du dich bereit ein erklärt hast. dickes Dankeschön an den Ingo von der Meyer-Werft in Papenburg. Ja, und
Man hat mir gesagt, dass auf diesem Schiff jetzt... Guck mal, da ist Leon vorne Ja, ich schon. sehe Leon schon. Ja, ja. Leon ist vorne drin. Leon the Man. Der Postbüdel kommt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, schön hier mit dem Segler, die Atlantis. Na, mein Schatz. Ja. Mein Handy ist tot. Oha. Brauchst du was zum Aufladen? Hier. Oh, jetzt aber bitte von der anderen Seite anfahren. Ja, der fährt erstmal vorbei. Ja, sehr geil. Ja. Ja, wir sind safe. Ah, was für eine geile Aktion, echt. Hier in unserem Postboot. Oh, jetzt weiß ich auch, wo unsere Mädels sind. Ja, das ist ja das Ding. Eigentlich wollten wir mit. Dann machen die noch eine Hafenrundfahrt. Und Claudia ist auch dabei. Leon auch. Aber wo sie die jetzt hinschicken, die Karte, wissen wir nicht. Doch, ich weiß das. Du weißt das? Eine bekommt laut Chat Wunsch Bens Mutter. Bens Mama? Ah, cool. Und eine geht als Überraschung Oha, so den P-Kragen, der muss ja noch ab. an den Barkassenfahrer. Ah, das ist cool. Hey, hier, Barkassen Elas. Geile Truppe. Leon und Claudia und unsere Mädels sind auch an Bord. Was für eine coole Aktion. Und du wolltest nicht mit? Mein Handy war tot. Ach so, und das war deine Priorität. Hättest du auch mitfahren können. Haben Sie am Fischmarkt eingesammelt oder wie? Ja, genau. Am Anleger ein wenig kompliziert, weil die Fähren fahren ja gerade nur Finkenwerder, Und Fischmarkt? Fischmarkt und wieder zurück. Deswegen ist da wahnsinnig viel Verkehr. Ja. Aber Ian, weltbester Barkassenfahrer, hat es gerockt. Ja, geile Aktion. Ja, richtig cool. Richtig cool. Also wir haben da die Idee und die Mädels machen es hinterher, ne? Ich will mal die Zeit nutzen und noch ein paar kleine Dankeschön in den Chat werfen. Denn ja, es geht hier schon wieder weiter mit eurer Kanalunterstützung. Das ist wirklich sensationell. Die Jennifer aus Kalifornien ist jetzt auch seit 7 Monaten bei Twitch dabei. Jennifer, ganz, ganz liebe Grüße. Xeonpix ist auch seit 9 Monaten auf Twitch dabei. Der Reini feiert 2-monatiges. JF Hamm ist neu auf der Speicherstadt dabei. Unser Jens Peter, 5 Euro Superchat für eine Zugabe von DJ Schwester Hansen featuring Ben R. Ach, DJ Schwester Hansen featuring Ben R. Jetzt habe ich's. Ares lässt 5,99 da. Ares, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und er schreibt, ein grandioser Stream. Das freut uns, dass euch das gefällt. Petra schickt 5 Euro per PayPal. Chrissy ist jetzt auf dem Fischmarkt dabei. Tommy ist auch auf dem Fischmarkt dabei. Dann haben wir den Jürgen mit 5 Euro Superchat. Er schreibt, Hamburg Hafen Live, Sie haben Post. Oha. Wolfgang Müller, auch auf dem Fischmarkt. Dann haben wir den Holger Osenbrüggen. Auch ein neues Mitglied auf dem Fischmarkt. Mensch, Leute, das wird ja richtig voll hier bei uns. Peter Ganz, 5 Euro Superchat. Dann Brater CDD, 9 Monate auf Twitch dabei. Tony Roberts from Washougal,
50 Euro. Thank you, Robert. Happy birthday, Port of Hamburg. Looking great at 836. I wish I could buy all the Hamburg Hafen Live team a drink. Thank you. Tony, Sascha ist seit 14 Monaten dabei. Sei Möwe, scheiß drauf. Die liebe Steffi schickt 5,99 und sagt auch nochmal Danke für die ganzen Informationen. Ich glaube, das ging in erster Linie an den Ingo. Bärbel, 5 Euro per PayPal. Und sie sagt vielen Dank für den schönen Nachmittag im Gin Hotel. Es war super. Andi Borchert, 2,49 Superchat. Dann haben wir den Dirk Bütow, 2 Euro Superchat. Und er schreibt, was für ein Tag mit Hamburg Hafen Live. Der Wilhelmsburger ist jetzt seit 4 Monaten auf Twitch dabei. Und der Michael mit 10 Euro per Superchat. Speedminister haut noch eine kleine Subbombe raus, ein ganzes 5er-Pack. Und Sanne lässt 2 Euro Superchat da. Und wo wir schon bei einer Subbombe sind, nee, Quatsch, keine Subbombe. Nein, seit 10 Monaten ist der Steinkreuz dabei. 10 Monate auf Twitch. Herzlichen Dank, ihr Lieben. Ganz, ganz dickes Dankeschön. Ulrich Bücker zieht noch nach mit einer verschenkten Mitgliedschaft. Leute, ihr seid wirklich die allerbesten. Ganz fettes Dankeschön. Ja, sehr cool. Also, Dankeschön. Aber es geht schon wieder weiter, aber wir machen nachher noch mal eine Runde. Dann sag warum? Weil das sagt der Chef. Ja, alle, die später eingeschaltet haben, wir haben schon einen schönen Tag hier verbracht, warten jetzt auf die Queen Anne, dass die rausgeht, hoffen natürlich, dass die sich auch ein bisschen an der Party beteiligt und nicht einfach lautlos hier aus dem Hafen schleicht. Dann... Das wird sie ja wohl auf dem Hafengeburtstag sich nicht wagen. Jetzt haben wir Schwester Hansen schon nicht mehr hier. Die ist ja hier die Hornbeschwörerin. Stimmt, die hat das schon einmal ganz souverän gemacht. Ja. Paddy? Ja, ein sehr geiles Bild. Ben hat ein cooles Foto gemacht von Leon, wie er die Post, ich wollte gerade sagen, schon Postbombe. Nee. Bitte nicht. Was er in die Postboje schmeißt. Ja, und jetzt ist auch gerade mal ein bisschen ruhiger hier. Ja, das war also zur Überbrückung sehr, sehr cool, was der Ingo erzählt hat, Ja, oder? top. Also wirklich klasse. Also echt. Vor allem rechnest gar nicht damit und dann so ein Gast plötzlich. Ja, vor allem, ich glaube, Ingo weiß noch viel, viel mehr. Ne? Wenn man ihn erstmal von alleine gelassen hat, dann geht's da los. Ich lese hier gerade die Frage, wo bleibt Thomas? Ja, ich glaube, der liebe Thomas, unser Fluggesellschafter, ich glaube, der hat tatsächlich, der kommt erst morgen. Ich hatte eben irgendwas von ihm gelesen. Ich glaube, da war irgendwas mit dem Auto. Aber genaues kann ich euch leider auch nicht sagen. Vor allem gerade als Außenstehender hat mir natürlich die Möglichkeit gebracht, mir auch die Werft auch mal von anderen Seiten zu zeigen, auch mal in die große Halle reinzugehen. Und dann wirklich in diese Halle reingehst, die irgendwie eine Höhe von 120 Metern oder sowas hat. Ja, da fühlt man sich plötzlich ganz klein, ne? Ja, vor allen Dingen, du kannst es dir ja gar nicht vorstellen, wirklich eine Halle, die eine Höhe von 120 Metern hatte. Musst du dir ja erstmal so denken, okay, wie geht das? Ne? Aber dass du dann auch so, hier steht ja so ein Turmkettenflieger, der um die 80 Meter hoch ist. Da denkst du ja schon, der ist ja schon sehr hoch. Ja. Und den kannst du ja locker da drin reinstellen, ohne dass der da ansatzweise an Decke rankommt. Und das ist schon wirklich Wahnsinn. Ja? Und dann stellen die da irgendwie 1,5 Kreuzerschiffe rein. Also, das ist wirklich gewaltig. Ne? Ja. Für ihn ist das ja schon, hier, ich zeig dir das mal, aber... Ja, tägliches Business, ne? Genau. Ja. Das ist eigentlich schade, ne? Weil es so interessant ist. Aber wirklich... Aber das ist ja mit allen Sachen so. Wenn du das täglich hast, dann ist es irgendwann normal. Ne? Natürlich. Ja, wer isst hier Pommes mit Senf? Ich nicht. Ich rieche Pommes. Ja, ich rieche Pommes. Willst du welche haben oder was? Nein, du brauchst nicht. Nein, Kirsten, du musst jetzt nicht los. Also, nee, weil ganz lieb, aber wir wollten uns auch gleich was holen. Dann würden wir. Aber hier in der Nähe ist ja kein Stand.
Moin. Dich habe ich schon mal gesehen. Du hast eine sehr extravagante Brille. Ja, bei der Barkassenfahrt, bei der ersten. Im September letztes Jahr. Ja, das kann gut möglich sein. Und vorhin im Gin Hotel auch, aber da hatte ich meine Sonnenbrille noch auf. Aha. Ja, genau. Stimmt, da, das Tattoo an der Seite. Ja, Alles genau. klar. Cocktailtrinker. Richtig. Ich wollte mir mal gucken, wie die Technik aussieht. Ja, Also ich sehe das ja immer nur Ganz- im ganz- Stream und alles. kannst du schreibt normal gerade, er ist unterwegs, in jedem er Laden hat's kaufen. sagen. Ja. Gruß von der Nichts A24. Spezielles. Ah ja. Ja, aber ich glaube, also heute wird das hier nicht mehr hinschaffen. Ja, irre. Der ist wahrscheinlich auch froh, wenn er dann da ist. Thomas, liebe Grüße. Niedlich, ne? Vielleicht sehen wir uns am Wochenende noch. Ich hoffe, dass das irgendwie klappt. Das sind dann halt eben die Bugstrahlruder. Ja. Oha, ja. Da kann er auch, also da kann man einen Ja, schön wie lange durchballern. bleibt die Yacht noch da? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute sowieso, Frage. ne? Und dann eben diese Azipods. Die Gondeln, ja, ja. Ja, cool. Irre. Ja, also sich das mal angucken ist definitiv spannend. Ich glaube, Ich glaube, Das wenn- könnte wenn mir auch mal ihr ganz gefallen. lieb seid, ich glaube, Ingo ist auch einer, der euch gerne einlädt, auch zu solchen ähnlichen. Meinst du so ein Behind-the-Scenes-Stream? Ja, hat er schon mal gesagt. Ich meine, Meinst du, das kriegt er auch mit dem Also- Stream hin? Dass man nee. da- Ja, ich weiß es nicht. Das müsste man halt abklären. Aber hier, guck mal, das bin ich. Ja, das ist geil. Direkt unterm Wulzbug. Das kann ich natürlich nicht Ja. sagen. Ich kann für ihn nicht sprechen, aber er kann das natürlich organisieren, dass ihr euch das mal anschauen könnt, ne? Und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern da gefilmt werden darf, weil das. Kommt wahrscheinlich auch immer auf das Schiff drauf an. Also von Disney weiß ich zum Beispiel, dass die sehr verschlossen sind. Ja. Die möchten ja auch gar nicht, dass vorab großartig Fotos rausgehen. Ich glaube, die Meyer-Werft hat ja auch eine Webcam, die wird bei Disney immer abgeschaltet oder zumindest die Fotos nicht freigegeben. Und von daher wird das vom Kunden abhängig sein. Ja, es ist halt auch immer so, zum Beispiel, was er mir auch erzählt hat, jetzt bei dem aktuellsten Schiff, was ausgeliefert worden ist, bei Disney Treasure, war das tatsächlich so wirklich, die sind da so, nee, hier kommt keiner aufs Schiff, das darf sich keiner anschauen, ne, da wird viel entwickelt und so weiter. Ne, das ist halt wirklich eine Überraschung, weil die haben ja irgendwie für jedes Schiff eine eigene Thematisierung, sei es in den großen Restaurant hinten und so weiter, was er mir da erzählt. Ich weiß nicht, was er euch gerade alles, vielleicht rede ich den gleichen Kram wie eben auch, aber schon spannend. Ne? Aber wenn du dann die Videoaufnahmen von so Fans siehst, die in den USA dann zum ersten Mal dann auch oder in so einem Pre-Opening oder so an Bord gehen, das ist wirklich gewaltig, dass sie halt wirklich diese Disney-Filme dann auch auf dieses Schiff bringen. Das finde ich schon sehr interessant. Ne? Also deswegen, ich habe auch zu Ingo schon mal gesagt, irgendwann müssen wir das mal ausprobieren. Ne? Aber oder mitfahren. ja, das meine ich ja. Ne? Genau, Ja, ja. deswegen. Aber auch allein, was da für eine Logistik hintersteckt, ne? Mit was da bestellt werden muss. Das kann man sich nicht vorstellen, finde ich. Ne? Ja, ich mach mal so eine kleine Brotzeit eben hier. Ja. Ja, das macht nichts. Also wir müssen jetzt tatsächlich noch eine Stunde rumbekommen. Echt? Ja. Es ist erst 19 Uhr. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich mal mit Ingo mal eben was zu essen holen. Wir würden gerne was für euch mitbringen. Also wenn ihr irgendwie so einen Stand mit Pommes oder so findet, Pommes mit Senf. Ja. Also Senf ist kein Scherz. Tatsächlich Pommes Senf. Also für mich nicht. Ich habe hier. Alles gut? Also Nee, Kirsten, weil wie gesagt, wir wollten uns sowieso eben was holen. Gehen wir mal eben los. Ja, Nee, du hast ja Ich hab- für euch irgendwas. Danke, nein, alles gut. also auch für euch an den Bildschirmen jetzt eine Gelegenheit, ja, Dankeschön. Ja, falls ihr fürs Angebot. sagt, ich muss noch mal dringend was erledigen, mir noch mal gerade ein kleines Abendessen kochen oder so. Ich glaube, das ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt. Ja, ein bisschen schade. Schöner wäre es gewesen, wenn die 18, 19 rausgegangen wären. Ja. Aber ja, so ist das. Naja, du, eine Stunde kriegen wir rum. Ja. Schön ist ja auch, dass wir jetzt im Schatten stehen. Das tut tatsächlich gut. Ja. Heute bis morgen. Ja, ciao. Tschüss. Heute Mittag der Stream auf dem Gin Hotel war von der Location sensationell. Aber halt rund um die Uhr Ja, brennt dir im Gesicht. Ne? voll wirklich Sonne auf der 12.
Ja, genau, eine Runde mit dem Hund raus. Das ist Richtiger Zeitpunkt Das dafür. ist genau der richtige Zeitpunkt. Das ist auch immer wichtig, dass man sich um die Babys kümmert. Die Babys auf 4 Beinen. Wie Pommes mit Senf, wer macht denn sowas? Hallo? Pommes mit Senf ist doch das Natürlichste. Also das ist quasi eine ganz natürliche Symbiose. Du bist aber auch der Einzige, den ich kenne, der sowas isst. Nein. Nein. Frag mal den Chat bitte. Echt? Ja, Gibt's ja, noch mehr? es Oha. gibt also Pommes mit Senf, ganz, ganz viele, die das mögen. Ich nehme eine Weste. Das wäre super. Ah, cool. Mhm. Mein Stiefvater ist ein großer Fan von euch. Habt ihr sowas wie Autogrammkarten? Haben wir leider nicht. Nee. Und haben wir noch irgendwie nie. Haben wir leider nicht. Der guckt eure Streams auch schon den ganzen Tag. Ja, also Autogrammkarten oder sowas haben wir leider nicht. Nee, und leider auch keine Kartenschüsse. Bitte, was ist da? Vielleicht könnt ihr ja mal nach Exil. Das kann sein, ja. Das kann sein, da hast du gut aufgepasst. Meinst du, unsere Mädels steigen jetzt am Fischmarkt wieder Aber aus? selbstverständlich. Sehr gerne grüßen wir nach Hochsiel vom ganzen Hamburg Hafen Live Team. Nach Hochsiel? Nach Hochsiel. Ja, nach Hochsiel, da grüßen wir doch gerne. Grüße nach Hochsiel. Ja. Ich habe gerade eine Brotbox in der Hand. Möchtest du ein Bild machen? Dann kannst du das mitnehmen. Guck mal, hier schreibt einer Bratwurst mit Senf, okay, aber Pommes, Fragezeichen. Ich meine, man isst doch Bratwurst mit Pommes. Und Bratwurst mit Senf und Pommes, dann kann man doch auch die Bratwurst weglassen. Also wenn die 3 Sachen schon zusammen gegessen werden, Pommes mit Senf. Das Natürlichste der Welt. Ich glaube, Tanja und Claudia werden abgeliefert. Ja, ich glaube auch. Ja. So, Dankeschön. Sind die schon ausgestiegen? Ich habe natürlich mal wieder nicht aufgepasst, wie das so bei mir üblich ist. Ja, dann bis gleich, mein Sonnenschein. Ist alles alles? Oder sind noch Brote da? Weil da ist auch noch Brot. Da war ich noch nicht bei. Genau, Pommes mit Mayo, Ketchup und Senf. Das geht nämlich alles. Da ist auch noch Brot. Alles gut. Ja, hier, finde ich auch gut. Pommes mit Senf, Seefahrerfrühstück. Aha. Ja, also ist mir tatsächlich selber nicht so bekannt. Ich bin ein kulinarisches Rind. Das habe ich auch noch nicht gehört. Aber leider muss ich sagen, dass das gar nicht so falsch ist. Für euch und euren Stiefvater. Ja, guck an. Der Stiefvater aus Hochsiel. Ja. Na komm. Ja, vielen Dank. Wir haben Spaß, definitiv. Haben Spaß daran, euch so ein paar Bilder zu bringen. Und auch nach Hochsiel, wenn man selber es hierher nicht schafft, dann kannst du dir das Ganze ohne Geschiebe und Gedränge angucken. Ich hätte gedacht, es ist mehr los. Nicht? Und dein Stiefsohnemann, der macht hier auch so ein paar Bilder, sehe ich gerade. Ich gebe mein Bestes. Schiffe sind eigentlich nicht so mein Ding. Aber für meinen Stiefvater Ja, ein ach, bisschen was mitnehmen. wenn man schon mal in Hamburg ist, dann muss man auch Schiffe fotografieren. Ich wohne hier zum Glück. Gute Entscheidung. Ja. Kann man nicht falsch machen. So, da kommt ein Schlauchboot. Und was kommt da noch? Da kommt eine Barkasse. Guck mal, 2 Elas-Barkassen.
Die eine kommt, die andere geht. Meine Mutter möchte gerne auch noch mal gegrüßt werden, wenn das geht. Deine Mutter möchte grüßen. Ja, ruf sie doch an und grüß sie. Ja, ruf mal an. So, wo ist eigentlich Montana Black? Ah, der war ja auch auf der Abgesoffen. FIBO, war der auch und der macht ja nun nicht wirklich Fitness, glaube ich. Und hier, ne? Ja. Da geh mal her. So, hallo Mama. Mach mal auf laut. Ne? Wir wollen ja Mama auch hören. Ja, hier. Übrigens, dein Mikro ist hier unter deinem Ja, ich Hemd. muss da gleich mal. Mach mal auf laut. Ist auf laut. Genau. So. Moin. Hallo, wer bist du denn? Ich höre Ganz nichts. sprachlos, du. Ich höre nichts. Doch, eigentlich müsste er Du bist sprachlos. Ja, Die Mama ist sprachlos. ich glaube, die Mama hat das nicht so drauf, du. Die ist. Doch, ich hab's drauf. Ah, doch, okay, jetzt aber. Ja, moin. So, jetzt bist du hier live im Stream. Dein Sohnemann steht neben uns und hat gesagt, Mensch, Mutti möchte auch gegrüßt werden. Das machen wir ganz direkt. Wir hören's, wir schauen euch ja live zu. Ja, siehst du wohl. Jetzt bist du mittendrin anstatt nur dabei und das von Huxil aus. Ja. Richtig. Ne? Ja, also dann mal ganz herzliche Grüße nach Huxil. Ne? Auch an dich. Grüße nach Hamburg. Vielen Dank und viel Spaß beim Zugucken. Ne? Euch viel Spaß beim Drehen. Ja, wir sind schon dabei, du. Ja, ich weiß. Ne? Alles klar. Schönes Wochenende. Tschüss, tschüss, tschüss. Ebenso und schönen Muttertag. Ja, danke. Du, hier war gerade so eine Vierergruppe junge Bengels im Boot. Ja. Die sind erstmal zu der Postbrücke und haben die fotografiert. Die haben sowas noch nie gesehen. Hast du richtig gemerkt, was ist das denn? Die kennen das Posttor nicht, die kennen das Gelbe nicht, die kennen Briefkästen nicht. Die mussten erstmal Fotos machen wie so ein UFO. die haben noch nie Briefkästen gesehen. Ja, du weißt du was? Die schreiben ja auch nur noch E-Mails und WhatsApp. Schreib mal wieder, kennen die gar nicht. Aber ich glaube, das Schlauchboot ist ganz gut motorisiert da. Dafür reicht das Geld, nicht? Aber einen Brief schreiben, das kriegt ihr nicht hin noch. Ja, ach, ist doch cool. Einfach Auf der mal die anderen Seite. Mutti anrufen. Oh, da kommt der THW nochmal angeheizt, oder was ist das? Mhm. Die waren ja heute auch schon mal an der Boje und haben auch was reingeworfen, glaube ich. Oh, man stoppt auf. Man stoppt auf. Ist das THW der Erfüllungsgehilfe der Feldpost oder ist das der Service? Wir werfen das für euch ein. Meinst du, die leeren den Briefkasten? Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auf den Landungsbrücken oder hier am Fedderpromenade ja auch irgendwie so eine Option zu sagen, ich komme da selber nicht hin, könnt ihr das für mich einwerfen? Und dann machen die den Sack voll und dann geht das da rein. Man weiß es nicht. Die fahren da auch erstmal einen Kreis drum und gucken sich das an. Mhm. Was kommt denn da links noch für ein kleines Bötchen? Auch so orange, ne? Was ist das denn? Ach, das ist einfach nur ein Schlauchboot. Das wird langweilig. Aber wenn er da jetzt was einwerfen würde, dann wird er plötzlich interessant werden. Nö, der ist wieder weggefahren. Ja. Ja, aber Sag mal, dafür kommt von links die Westphal. Von links? Das andere links.
Gibt ja 2 Links. Ja, ja. Das Darf ich Ihnen helfen? Ich möchte einfach sehen, was Sie sehen. Wir sehen das, was Sie sehen. Ja, das ist gut. Ja, schon ein cooles Schiff, ne? Man hatte heute schon den großen Auftritt. Ich finde das gerade ganz lauschig hier. Kann man ganz gut aushalten, oder? Mhm. Ja, siehst du, Leon ist auch im Schlepptau. Ach, den haben Sie Team Flu mitgebracht. ist zurück. Jo. Du. Das man gaut. Meine verschollene Frau. Gut, dass er die nicht... Wir sind hier in einem Livestream, Entschuldigung. So, die Keule legt wieder ab. Du musst mal schauen. Ich weiß nicht, ob der Warte, Mikro... ich bring das Mikro mal nach vorne. So ein bisschen unter dem Hemd. Ich überlege mir gerade, was wohl passieren würde, wenn Sie Tanja auf die Boje gesetzt hätten und weggefahren wären und wir das streamen würden. Das hättest du bis hier gehört. Glaub mir. Ich glaube, dann wäre echt Ende im Gelände. Patrick Ludolf, du kommst jetzt sofort her und holst mich hier ab. Und wir haben noch einen Rettungsring hier, den hätten wir ja Ja, genau. rüberschmeißen können. Bis der da angekommen wäre. Naja. Ja. Ja, Team Flu ist auch zurück. Lichtmäßig könnte das natürlich mit der Queen Anne noch ganz nett werden, oder? Ja, auf 8. Warum nicht? Oh, jetzt kommt Wind. Ja, da muss man seinen Hut festhalten. Man könnte sagen, es frischt auf. Ja, aber auch von solchen Aktionen lebt der Kanal. Ne? Man muss auch mal Blödsinn machen. Ach klar, die Welt ist ernst genug. Elke mag Hamburg. Das kann ich verstehen. Ja. Oder heißt sie so? Sie nennt sich so, Elke mag Hamburg. Ja, siehst du. Das 15 Monate auf dem Fischmarkt dabei. Andreas Wilhelm hat es schon auf 20 Monate gebracht. Der Kugelblitz ist wieder da mit 2 Euro Superchat. Seren hat, wow, nochmal eine 5er Subbombe rausgehauen. Auf Twitch. Dann die Berlinerin, seit 14 Monaten dabei. Und sie schreibt, ihr seid der Hammer, was für ein toller Streamtag. Willkommen zurück. Kann mich gar nicht satt sehen. Herr Kuschke, 3 Monate auf Twitch. Sven Amtsfotografie, 16 Monate auf dem Fischmarkt. Ingo Richter ist neu dabei. Herzlich willkommen an Bord. Wadi, 4 Monate. Wadi haut auch nochmal 2 Euro Superchat raus und schreibt, dann für Pommes mit Senf. Dankeschön. Und Chrissy und Olaf, 20 Euro per PayPal. Und die beiden schreiben, es ist Zeit für eine Spende. Wir danken euch für die vielen tollen Bilder für euren Hamburger Hafen. Wir schauen euch schon lange und das immer wieder gerne. Und dann haben wir noch It's Murky Time. Seit 2 Monaten auf Twitch dabei. Danke für dein
Sub, ein ganz, ganz fettes Dankeschön, ihr Lieben. Ja, coole Aktion. Kann ich helfen? Wir sind live, ja? So, da bin ich wieder. Schön, dass du wieder da bist. Habt ihr unsere tolle Aktion gesehen? Ja, natürlich. Wir haben Fotos, ihr seid im Stream. Ja, wir haben Beweisfotos Ich von eurer sag Aktion. euch, Elas ist so verrückt, das macht auch kein anderer. Ihr wisst ja nicht, was hier alles passiert ist auf dem Weg, aber Ja, erzähl, wir haben ja noch Zeit, wir müssen ja noch Ja, ja. irgendwas überbrücken. Schlag mal ein. ja, wir sind da unten eingestiegen, so alles so ein bisschen. Dann kam da Geh mal ein bisschen näher an Ben bitte ran, wegen Mikro. Oder ja, so. dann kam da noch ein Boot und ja, das ist immer gar nicht so einfach, so ein- und auszusteigen. Und dann habt ihr gesehen, das war echt nicht so einfach, die Karten da reinzubekommen. Nee, Ne? nee, nochmal mit einem Peak-Haken dabei. Ja, Ne? aber Claudia kann dir immer noch ein bisschen. Ich soll noch mal mehr Claudia erzählen? an deiner Seite, was uns alles passiert ist. Ja, also erstmal wussten wir gar nicht, wo wir einsteigen sollten, ne? Weil Aha. ist ja alles belegt. Die Hadak hat ja da den Endponton sozusagen am Fischmarkt. Und dann sind sie in dem Moment auch alle am laufenden Band angekommen. Und dann haben wir Ian dann Innenkante hin dirigiert. Und eigentlich war die Anita für den Liegeplatz ein bisschen zu lang. Und dann lag da noch ein Sportboot im Weg mit Motorauswahl. Könnt ihr bitte das Boot wegziehen und so? Und dann haben wir es einmal geschafft, darauf zu gehen. Aber es ist wirklich sehr, sehr schwer. Ne? Und das ist immer, was ich immer so sage, so von wegen, ja, am besten bei uns ein- und aussteigen. Ne? Und als wir dann losgefahren sind, sind wir erstmal vorbei, habt ihr ja gesehen. Ne? Ja, ja. Und dann habe ich zu Leon gesagt, komm hier, du angelst die Kante, die Tonne, ne? Da ist eine Öse drin oder irgendwo anders, wo du den Peakhaken ansetzen kannst. Und ja, und dann hat Jan halt aufgestoppt und dann haben wir versucht, die Karten reinzustecken, aber es war nicht einfach. Aha. Also ich hatte das Gefühl, als ich das mit der Birgit gemacht habe, das war einfacher. Okay. Wahrscheinlich, weil die Birgit leichter ist oder so. Das kann sein, aber Auch wir haben weniger alles Wind. Wir haben jetzt auch festgehalten. richtig viel Wind gehabt eben. Ne? Das hat ja aufgebraust. Auch Ablaufen Wasser, aber wir sind ja gegen der Strömung gewesen und insofern ging das. Hat Spaß gemacht, das Schiff hat es Die Queen gefeiert. Anne geht und ich hoffe, raus. das Team Außerdem auch. ist Hafengeburtstag. Ja, war eine schöne, verrückte Idee, Ja. die wir hatten und ihr umgesetzt habt. Ja, natürlich. Ja, genau. Also wenn es machbar ist, ne? Und da können wir ja natürlich Queen auch Anne. dankbar sein, dass Ian das auch mitgemacht hat. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass ein Kollege von uns immer eben dann am Fischmarkt bei dem Trubel ranfährt und sagt, ja klar, ich hole euch mal eben drauf. Ne? Dann Ja. müssen wir auch an den Sicherheitsleuten vorbei und so, aber dem das auch echt entspannt gesehen. Haben wir gesagt, was wir vorhaben und war alles gut. Aha. Ja, cool. War nicht so eine Aktion wie letzte Woche. Da sprechen wir nicht drüber. Genau. War schön. Ja. Ja. Wir haben, Mal gucken, wir haben was da noch Bilder. kommt, ne? Also Ja. echt coole Bilder. Ja, wir haben die Bilder. Ne? Ja, kriegt Klar. ihr. Ja, super. Selbstgänger. Auch Ian, an dem haben wir ja die Postkarte geschickt. Auch, ne? Ach so. Ja, ja, klar. Ah, wir haben super. ja 2 reingestellt. Oh. Ja. Eine an Ian, damit er so ein bisschen eine Entschädigung auch bekommt. Ja. Und, Ich rieche Pommes. Die andere dann eben wie vorher besprochen. Haben. Ja. Oh. Ja, großartig. Ja, mal gucken. Ne? Vielleicht fahren wir dann morgen oder übermorgen mal die Kamera an. Wer möchte mal an die Kamera? Soll ich übernehmen? Du? Kann ich das? Ich weiß nicht, ob du das kannst, aber. Das weiß ich nicht. Ah, nur das Getränk solltest du da nicht hinstellen. So, da ist Bild. Das gibt einen Unfall. Oh, Pommes mit Senf. Nö, ist egal, wenn. Ja, hier, was so interessant ist, aber die Stettin ist gerade. So, wir haben also hier schwenken hin und her. Ist doch top. Und hier vorne, hier ist der Zoom. Ganz Ne? vor. Hier? Genau, du kannst einfach hier schieben und einfach rein und rausziehen. So, viel Spaß. Kamerakind Marcel, ne? Ja, genau. Danke. Marcel macht das schon. Hamburg Hafen live bei Marcel. Ich gehe da gleich gerne bei. Links kommt auch die Alexander von Humboldt.
so viel. Könnt ihr alle mitessen. Hm? Sie wollen die Pommes sehen? Ja, können wir machen. Müssen wir die Kamera hier umdrehen? Drückst du mal auf die obere 2 kurz? Ja, oder? Nein, nein, unten. Da. Obere 2, Ja. So, ihr wolltet die Pommes sehen? Hier sind sie. Mit Ja. Senf. Und das ist echt eine große Portion. So, kannst wieder umschalten auf die 1. Hervorragend. Guck mal, er kann das. Hast einen Kamerajungen. Ab nach Hause, Ben. Ja, ich hau ab. Ihr macht das schon. Nee, nein, ich dachte, wir Wie beide jetzt? gehen nach Hause. Ach so. Hier, Ben. Ich Iss ein paar probier mal. Pommes. Die sind gut. Ben nimmt sich den kleinsten Pommes. Die kleinste Pommes. Ja, ich bin ja auch nicht so groß. Ja. Echt Spaß. Ja, mach weiter. Da bin ich jetzt wohl auch im Rennfieber. Das schmeckt ja leider. Komm, Pommes mit Senf ist doch nicht so schlecht, oder? Ja, kann man Im machen. Laden, wo ich das geholt habe, haben sie mich verspottet. Aber ich habe gesagt, es ist Hafengeburtstag, das geht in Ordnung. Ja, kann man essen. Ja, ne? Guten Appetit, du, lass dir schmecken. Danke. Leon, grüß dich. Ne? Alles gut? Schöne verrückte Aktion. Ja, eben kurz. Moin, Leon. Party. Ja. Alles gut. Bin ein bisschen spazieren gewesen mit Tanja, ne? Mhm. Kleine Rundfahrt gemacht. Ja. Einmal eine Runde um die Posttonne gedreht. Ja, das Highlight des Hafengeburtstags gezeigt, ne? Und dann wieder zurück. So ungefähr, ja. Ja, cool. War eine runde Nummer. Hier Ja, steht wir er. haben hier so rumgesponnen und dann dachte ich, ja komm, mach mal klar. Läuft. Ja. Macht Spaß, ne? Dann. Ja, das ist schon eine coole Aktion gewesen. Und das kann man dann mit Ja. jedem machen und Willst du auch? wenn ihr da auch ein bisschen Spaß dran habt, ist es doch super. Ja, vielen Dank. Hier, Marcel. Ne? Tschüss, Ja, ja genau. Also das hatte Claudia schon gesagt, das ist halt auch nicht selbstverständlich. Ne? Das stimmt. Guck mal, Und Kirsten er hat hat das wohl auch ganz mit souverän Senf. gelöst, das Thema da vorne auch am Anlieger. Also von daher schon top. An der Mal ein Herkunft. bisschen durchdrängeln. Dass man da rankommt. In unserer Region muss das so sein. Du hast jetzt Feierabend oder wie? Ich Genau. hab Feierabend, genau. Ja. Heute Abend ein paar Touren, ne? Wo ist denn Ben? Ich hab Feierabend. Mhm. Morgen und Aber übermorgen Kirsten, du geht's magst dann bestimmt auch Pickard, Ja. oder? Ja, selbstverständlich. Pickard ist doch super lecker, ne? Sensationell. Jetzt hier noch ein bisschen und dann mal gucken. Viele kennen das gar was wir nicht. heute machen. Ja. Kollegen. Mal in den Chat fragen, wer kennt Pickard? Ja, warum nicht? Also bestimmt. Mit Rosinen, Ja, aber. ich Ja, ja, auf jeden War Fall. klar. Morgen sind wir ja wieder sensationell. Ja, morgen. Aber der Pickard, Genau. Ab 9 Uhr kann man mit euch fahren. Habt ihr noch Plätze frei? Ja. Einfach spontan hinkommen und sagen, ich will mitfahren? Ja, wir fahren alle halbe Oha, Stunde. da wird einem ja beim Zugucken kalt. Egal. Mit der einstündigen geht's alle halbe Stunde los. Mhm. Und haben wir morgen zweistündige? Das war die Stettin. Nur einstündige, die aber ich haben guck mal in dieses dem Wort Plan. haben wir anscheinend Claudia Und sonst S. am aus Sonntag dem auf jeden Fall haben wir ja wieder Auslaufparade. Da haben wir noch Tickets frei. Herzlichen Dank. Aha. Ne? Danke, Claudia. Und jetzt geht 17:45 los, die Auslaufparade mit uns. Mhm. Abfahrt, genau. Also Leute, wenn ihr hier seid und noch mitfahren Oh, da wollt, gibt's eine Glocke. ne, bei Elas ist noch was zu bekommen. Ja. Genau die ich auf der Ich glaube nicht mehr viel, aber ein bisschen. Ein paar Tickets haben wir noch für die Auslauf. Ben hat ein Mikro, ja, der soll, Ja. nimm ihm das mal weg. Und ansonsten Ben? über den Tag. Du hast ein Mikro, weißt du, ne? Ja, ich mache gerade Werbung. Ach so, okay. Ach, also ich soll ruhig sein. Ah, okay, ich soll ruhig sein. Alles klar. Okay. Elas hat gerade Airtime. Nee, also man kann die morgen Essenfresse halt. noch fahren und auch am Sonntag kann man noch fahren. Ja, genau. Ne? Also für die Kurzentschlossenen, die noch zum Hafengeburtstag wollen und sagen, Mensch, ach, ich gucke mir das lieber noch mal ein bisschen vom Wasser aus an, die sind bei euch an der richtigen Adresse. Ja, genau. Morgen wirklich 9 Uhr bis 20:30 Uhr die letzte Abfahrt. Den ganzen Ja. Tag. Kommt Vollgas. einfach vorbei. Ne? Ja, Dann cool. bin ich auch morgen da oben. Kriegen wir das hin. Kommt vorbei. Ja, sehr schön. Sagt, dass ihr von Hamburg Hafen Live kommt und dann kriegen wir dann noch Rabatt. Ah, auch noch? Ja. Trotz Hafengeburtstag? Ja, klar. Bei den klassischen Fahrten, ja. Aha. Na, also bei der 1-Stunden-Tour, da sagte Leon, da gibt es dann den Rabatt. Mhm. Bei der Auslaufparade, da ist dann eben halt der Normalpreis. Ja. Ja, seht ihr Leute, also bei der Gelegenheit, Hafengeburtstag, auf dem Wasser, mit Elas Genau. und noch 10% glaube ich sparen bei der einstündigen, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe. Also Ja. mehr geht ja eigentlich nicht. Genau. Ne? Ja. Aus dem Kühlschrank ein kühles Blondes
oder was auch Genau, immer man das so ist immer gerne ein unfaires möchte. Geräusch, wenn man dann arbeiten muss, dann macht's plopp. Ja, gemein, ne? Ja. Ja, nicht? Und dann kann man so coole Sachen erleben, wie wir müssen noch mal eben kurz an die Posttonne. Im Zweifel, ja. Im Zweifel, Da ist man dann live dabei. Ja. Ne? Aber da gibt es dann keine 100.000 Karten, die wir einwerfen können, weil ihr habt ja eben im Stream erlebt, das war nicht ganz einfach. Wir machen Ja. alles, was wir können, aber übernehmen keine Garantie, dass die Karten dann nicht ins Wasser fallen. Man versucht es halt. Ne? Genau. Wenn denn der Barkassenführer das auch gerade mitmachen möchte und kann. Und Ja, das hängt ja auch immer jetzt davon ab, wenn jetzt zum Beispiel wie dann viel eine Verkehr Vollsperrung und, ne? ist Ja. oder Schlepperballett und wir in dem Moment dann gerade hier fahren, dann werde ich garantiert zum Beispiel nicht zur Posttonne fahren, weil es einfach zu sehr schaukelt. Ne? Ihr habt es Ja. ja eben im Stream gemerkt, aber nur Fährverkehr und wir haben beide wirklich schon richtig doll an den P-Karten gezogen. Und wenn dann natürlich hier enorm viel Verkehr ist, dann ist das Wasser ja auch unruhig. Und dann muss man auch ein bisschen auf die Zeit achten und auf die Gegebenheiten. Und Ja. wenn dann hier aber nichts los ist, also bei mir kann das sein, dass ich bestimmt dann einmal am Tag rausfahre. Seht ihr? So, also ihr müsst mit Claudia fahren. Ja, mit ich jedem bin anderen auch. natürlich auch. Morgen ne? fährt Also- Claudia wieder, ne? Ja, ich Also- bin mal wieder im Einsatz. Heute habe ich Außendienst gemacht. Aha. Das ist ja so. Ja, cool. Ja, und jetzt noch ein bisschen den Restgeburtstag des heutigen Tages, den Eröffnungstages so ein bisschen mitnehmen, Genießen Sonnenuntergang wir. angucken. Ja. Genau. Ja, zwischen genießen. Die Jungs müssen ja alle noch fahren, nur noch Abendtouren und so. Sind noch für große kleine Züge unterwegs. Und ich persönlich, ich werde, glaube ich, mir heute zum Einschlafen tatsächlich euren Morgen, also den Den heutigen, Vor- oder den heutigen. den heutigen Einlaufparaden-Stream angucken. Weil ich habe noch nie so schöne Bilder von da oben vom Gin Hotel gehabt, ne? Weil es ist doch eine ganz andere Perspektive, wenn man da oben steht und dann die Schiffe vorbeifahren sieht, als wenn man hier unten steht oder auf dem Wasser ist. Ja. Also ich kann es empfehlen, ne? Wer das nicht live verfolgt hat, guckt euch Ich glaube, das Stream an. von oben ist tatsächlich nochmal eine ganz coole Perspektive gewesen. Ja. Es war mega schön. Ja, du warst ja auch live dabei sozusagen. Ja, Hast genau. dein Handy leer genudelt. Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Also innerhalb von 3-4 Stunden war der Akku alle von den Fotos. Ja. Aber dafür nimmt man halt auch was mit, ne? Was man sonst Ja, nicht hat. natürlich. Also ich habe es voll genossen, dann auch mal einen Tag nicht beim Hafengeburtstag auf dem Wasser zu sein. Ja, aber habe dann trotzdem auch schön Hafenfeeling dabei gehabt. Ja, ist doch cool. Es war wunderschön bei euch oben auf der Terrasse. Ja, danke. Ja. Das freut uns doch. Ja. Aber das ist auch tatsächlich so ein Feedback, was wir so von vielen schon gehört haben, Ja. dass es toll war und dass es gut angekommen Mega, ist. natürlich. Das Also ich freut denke, natürlich dann. Ja, Also ich denke, für die Community-Fahrten ja auch. Ne? Die werden ja auch super schön angenommen von der Community und ähnlich ist dann natürlich auch eure Aktion heute im Gin Hotel gewesen. ja, war eine hübsche Idee, wurde gut umgesetzt. Ja, Freut mich. Freut uns. Ist natürlich top, ne? ja, natürlich. Ich glaube, die haben das alle mit Begeisterung angenommen. Ja, und unsere kleine Geheimmission, da bin ich mal gespannt, was noch draus wird. Ja, wir warten noch so ein bisschen damit. Ja. Ja, Alles so gut. eine Woche. Ich sag dazu jetzt auch nichts weiter, aber Nee, eine es Woche war, und dann war schon kann man irgendwie gucken. interessant. War geil. Ja. Irgendwann gibt es Fotos bei euch. Ja, irgendwann werdet ihr davon wahrscheinlich was sehen. Ja. Ja, ich glaube, wir sind hier so fast ein bisschen arbeitslos. Ne? Marcel macht das da irgendwie. Du, ich bin gerade, ich finde das gerade spitze. Ich stehe hier einfach rum und Marcel, Kamerakind Marcel, macht hier den Stream-Jockey. Ja, siehst du, läuft doch bei uns Ja. hier. Ne? Man kann nebenbei so ein bisschen schnacken und so. Ist doch Aber top. schönes Licht jetzt, oder? Ja, doch, Also und definitiv. die ganzen alten Segler gehen noch mal raus, die machen noch so einen kleinen Abendturn. Oh, richtig klasse. Wir haben fast Vollmond, oder? Mhm. Ja, Ja, nicht fehlt ganz. noch eine kleine Ecke unten. Passend zum Hafengeburtstag. Ja, auch toll. Wie schön die Posttonne strahlt. In einem satten, dicken Gelb. Ja, herrlich ist das. Ja, aber sie ist frequentiert, ne? Also da wird rangefahren. Und Also wenn nur Marcel, zum du bist Gucken eingestellt. Ist, weil- Ja, zum Gucken. Ich glaube, reinschmeißen nicht, weil die meisten Menschen ja keine Postkarte zur Hand haben. Man lässt sich dann zu Fuß und dann war einer das war ganz toll. Wer war da? Moin. St. Claudia, wir sind im April mit ihr gefahren, machen wir gerne wieder, sehr zu empfehlen. Ja, vielen lieben Dank. Du. Komm hier, Claudia. Wie heißt die? Hast du auch noch das Mikro? Ach Wie so. heißt die? Jetzt bist du ja völlig raus aus der Nummer. Ja.
Hallo Maha, toll, dass ihr bei uns mitgefahren Ja, sagst seid. du Ich mir- grüße sollen wir natürlich Bescheid euch sagen mit auch Abbauen gerne dann, oder wie? zurück und ja, immer wieder gerne. Nee, aber schön, so ein kleines Päuschen. Ja. Siehst du? Wir haben an der Kamera, Claudia, sammelt. Läuft hier. Ich soll sabbeln. Ja, das ist wie eine Hafenrundfahrt, nur dass wir Ja, auf dem Land genau. stehen. An der Kaikante Wir sozusagen. können jetzt schon mal einreden hier, ne, für irgendwelche anderen Sachen. Ja, wir könnten schon mal einschnacken. Genau, Ne? ja. Was sehen wir hier denn noch Schönes? Was hat denn unser Kamerakind gerade? Unser Kamerakind hat einen schönen eine Zweimast-Schoner noch im Angebot. Ja. Kannst du sehen, von wo der kommt? Ist ein Deutscher, ne? Das kann ich leider nicht sehen. Wir haben den heute schon mal gehabt, da habe ich ihn auch vorgestellt. Ja. Aber mein Problem ist ja, ich kann ja schlecht gucken. Ne? Und von daher ist das ein bisschen schwierig mit den Ja, Namen. das stimmt. Musst du mit deinem Teleobjektiv raufhalten, dann könnten wir es erkennen. Ja, aber er fällt ja jetzt leider weg. Ne? Da Ja, ist das er, stimmt. meistens ist der Name vorne dran und nicht hinten. Wir haben noch Marinetraffic. Ach so, ja, das könnte, wenn er denn AIS hat, das weiß ich nicht. Wir gucken einfach mal und dann können wir sehen, wer das ist. Ach guck mal, haben wir schon. Die Fortuna? Doch, das könnte die Fortuna sein. Das Ja. war Fortuna. Ja, ich Fortuna glaub- haben wir vorgestellt heute. Ja, aus Deutschland, ne? Genau. Mir viele holländische Gäste ja auch immer auf dem Hafengeburtstag. Ja. Ja, die Traditionssegler, die alten Schlepper. Ah, guck mal hier, die Feuerwehr, die will auch eine Postkarte einstecken. Ja, jetzt, er hat ein Händchen für Action, der Marcel. Er weiß, wo er rauf muss. Ja, eindeutig. So, wenn einer ins Wasser fällt, dann hätten wir natürlich jetzt noch mehr Action. Aber souverän an die Posttonne. Action im besten Licht. Ja. Dann wird ein Hollywood-Film raus. Ja, die haben reingesteckt. Ja. Also wir waren nicht die Einzigen, die rangefahren sind. Aber ich denke mal, mit so einem kleinen Boot ist das auch echt Ich denke auch, einfacher. das ist Ne? leichter, ne? Ja, und ich glaube auch, dass die Posttonne dann auch wirklich für so kleine Tenderboote gemacht ist. Aber das hält euch ja im Zweifelsfalle nicht auf. Ach, überhaupt nicht. Du kennst uns ja. Echt? Ja, da hinten kommt die Koi wieder raus. Da ist noch mal wieder ein bisschen Party angesagt wahrscheinlich. Ja. Ja, ich denke mal, von uns werden wir vielleicht auch noch mal so 1, 2 Barkassen sehen. Die Günther, Birgit und Hiltrud sind ja mit den Abendtouren unterwegs, Ja, vom Miniaturwunderland. Sowas, also ihr habt ja auch eine Kooperation irgendwie, Ja, ne? genau. Ja, große Pötte, kleine Züge, das ist für die Gäste ganz cool, die dann einfach mal nicht so viel Zeit mit haben wollen und dann mal abends in die Miniaturwunderland möchten und dann eine Hafenrundfahrt dazu buchen. Aha. Das heißt, haben so eine feste Fahrt gebucht Ja, genau. und danach geht es dann ins Miniaturwunderland? Genau, so für 2, 3 Stunden. Dann kriegen die immer ein Sonderangebot, ne, mit Currywurst Pommes. Das machen wir mit 2 weiteren Barkassenunternehmen zusammen, weil wir ja immer noch Nachwuchsmangel haben und eben halt dann auch nicht alle Touren bedienen konnten. Und ja, dann fahren wir immer montags, mittwochs und freitags in den Ferien mit denen raus. Aber das kann man nicht bei uns buchen, das muss man direkt über Miniaturwunderland buchen. Ja. Das wird immer in den Abendstunden gemacht, so nach dem Motto, ja schön beleuchtete Speicherstadt und so. Ich finde es immer spannend, wenn die Touren dann so in der Dämmerung, so wie jetzt stattfinden, halt, Ja. ne? Dass man dann im Hellen losfährt und im Dunkeln ankommt. Ja. Ja, das ist schon cool, Ja. definitiv. Und dann kann man sich dann noch im Miniaturwunderland Ja, genau. rumtreiben. Genau, so 2, 3 Stunden, je nachdem, welches Fenster man gebucht hat. Mhm. Und das ist natürlich auch ein gutes Angebot, ne? Weil ich sag mal so, wenn man jetzt auf Städtetour ist, den ganzen Tag in der Miniaturwunderland ist schon Hardcore. Ja. Und so kann man dann einfach mal sagen, okay, ich gehe dann hin für einen Bereich, gucke mir die neuen Sachen an, die sie gebaut haben. Ne? Und dann hat man noch ein bisschen was vom Tag auch. Ja. Ja, aber coole Aktion. Also wenn ihr Bock drauf habt, auf dem Wasser zu arbeiten, auf einer Barkasse, in einem tollen Team, Ja. dann sucht Barkassen Ehlers Nachwuchs. Entweder ausgelernte Kräfte, ihr bildet aber auch aus. Ja. Ihr nehmt Quereinsteiger. Also Ja, die wenn, dann eine da, Umschulung machen. wenn ihr da Bock drauf habt Ja. und zuverlässig seid Ja. und ein bisschen schnacken könnt und Bock auf Menschen habt, ich glaube, das ist ganz wichtig dabei, sonst ist Immer. das kein Job für euch. Dann meldet euch gerne bei der Barkassen Ehlers Zentrale. Auf Und der dann- Internetseite stehen ja auch die Stellenangebote Ja. ausgeschrieben. Aber es ist doch
Das ist, glaube ich, echt ein cooler Job, wenn man auch nicht unbedingt Schmerzen damit hat, mal am Wochenende zu arbeiten. Oder das gehört Problem, halt ja, dazu. genau. Ne? Also Wochenendarbeit ist halt wahrscheinlich gesetzt. Ist gesetzt. Also wir haben ja rollende Woche, das heißt, ich arbeite 4 Tage, habe 2 Tage frei. Heute ist zum Beispiel mein freier Tag auf den Hafengeburtstag gefallen. Wenn ich jetzt 2 Tage frei gehabt hätte, hätte ich gesagt, komm, tausch mit mir den Dienst, ne? Und dann mache ich einen anderen Tag frei. Und dadurch ist es so, dass man dann alle 6 Wochen ein komplettes Wochenende frei hat. Aber das ist auch gesetzlich so, ne? Dass du so und so viele Sonntage oder Wochenenden frei haben musst. Ja. Und ja, ist natürlich blöd, wenn der Partner dann halt den klassischen Montags- bis Freitagsjob hat. Ne? Das ist dann nicht so förderlich. Aber es gibt ja auch genug, wo dann halt vielleicht der Partner auch im Schichtdienst arbeitet oder wo man auch sagt, ja okay, das mache ich für eine Zeit lang. Ne? Oder hat einfach Spaß an der Freude und sagt, ich nehme die Frau mit am Wochenende. Ne? Warum nicht? Ja. Das geht ja bei uns. Es ist ja nicht so, dass man dann wirklich abgeschottet ist. Also ich habe auch meine Tochter oft mit an Bord gehabt. Letztendlich familienfreundlich, ja, ne, wenn man ja, sagt, komm, natürlich. nehmen Also wir da meine sagt, auch Partnerin niemand, mit oder so. da sagt auch niemand, was, wenn natürlich jetzt hier die Hütte am Brennen ist oder bei irgendwelchen Chartern, da muss man natürlich aufpassen. Aber ich sag mal so diese klassischen Rundfahrten, also da sagt überhaupt niemand was, wenn die Frau oder die Freundin mitkommt. Und das machen alle, weil sonst können wir den Job gar nicht durchführen. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite 4 Tage arbeiten, 2 Tage frei, 4 Tage arbeiten, 2 Tage frei. Ja. Ist doch aber auch gar nicht so schlecht eigentlich. Nein, also ich finde es persönlich ganz cool, weil dadurch kann ich natürlich alle meine Termine wahrnehmen, ohne dass ich jetzt Urlaub nehmen muss oder sagen muss, ich brauche frei, muss Überstunden abbummeln oder wie auch immer, weil ich einen Arzttermin habe. Ich kann dann meine Termine so legen nach meinem Schichtplan und dadurch habe ich natürlich dann auch keine Stundenverluste oder wie auch immer halt. Das ist schon ganz praktisch. Also eigentlich ein gutes System. Ja. Ne? Also für mich ist es gut. Ja. Für andere nicht so. Ne? Also es gibt natürlich immer so Berührungspunkte, aber das hat jeder Job. Also wenn jemand von euch im Hafen arbeiten möchte, Bock auf Kundenkontakt hat und auch jetzt sich nicht scheut, mal eben nicht nur 38 Stunden zu arbeiten, sondern vielleicht mal 40 oder 42. Sommer viel arbeiten, Winter dann sagt, okay, Winter ist die Zeit, wo ich in Urlaub fahren möchte, weil da eben nicht so viel zu tun ist, immer gerne bewerben. Mhm. Ja, also Leute, ihr wisst Bescheid. Ja. Was haben wir da denn Schönes? Da ist noch ein alter Schlepper. Ja, ist das ist nicht das die Elbe? Sieht nach der Elbe aus. Ne? Ja, genau. Die Elbe und der Holland. Ne? Der Holland Gegenschlepper, genau. Genau, der kommt, glaube ich, da oben. von hinten. Die Fähre ist da so vor, leider. Ach. Ja, das ändert sich gleich. Aber es ist eine schöne Fähre. Ja, genau. Moderne und Historie in einem Bild. Die neue Elektrofähre. Ingo? Ja, danke schön. Marcel ist kalt. Ja, da kommt die Holland. Aber macht er gut, muss ich sagen. Das glaube ich auch. Die ist, glaube ich, gar nicht so klein. Ja. Hanni, willst du dein Mikro wieder haben? Gleich sofort. Hier ist gerade, also ich bin das erste Mal, gucke ich auf dem Handy unseren Stream. Und wie Ohne ist euer Stream so? Nee, das ist echt mal interessant. Also der Marcel macht das richtig gut. Marcel. Spaß. Ja, du, mach weiter. Ja, gib dem Bild mal ein bisschen mehr Fleisch nach Nee, unten. hier war noch mal die Frage, es kommen ja immer wieder Leute rein und hier wird gerade gefragt, wer denn die nette Dame ist, die hier gerade am Schnacken ist. Ja, Ja? kann man kennenlernen. Ich kann ja mal Auf einmal, der Barkasse. ich drehe mal dir eine Kamera rum und dann können wir gleich einmal... Guck mal, mit Juniorchef. Genau. Mich kennt ihr ja schon. Frage, wer ich bin. Ich bin Claudia von der Barkassenzentrale Elas und viele kennen mich ja hier von der Community-Fahrt, von der Fleetfahrt, die Hamburg Hafen Live mit uns Ende März gemacht hat. Und neben mir steht Leon, mein Kollege von der Barkassenzentrale Elas. Und wir sind ja eben vorbeigekommen. Ich habe frei heute gehabt. Leon ist schnell zu Abend vorbeigekommen. Und wir haben eben uns einen Kollegen geschnappt, ihn angerufen und gesagt, er soll uns mal schnell am Fischmarkt abholen. Und dann sind wir mit Tanja schnell zur Posttonne gefahren.
Ja, die seht ihr ja hier vorne im Bild. Ja, und jetzt sind wir wieder hier und moderieren das Ganze, damit dann eben halt mal Paddy einfach mal genießen kann nach 8 Stunden Streaming. Ja. Waren das 8 Stunden? Nee, das waren keine 8 Stunden. So lang war der Stream mit Pause. gar nicht. 3 Mit Pause Stunden, und allen drum und dran. Ich weiß nicht, wie lang der erste Stream war. 3 Stunden oder so. Ja, ich glaube so ungefähr. Aber jetzt seid ihr ja auch schon wieder, ne? Über 2 Stunden dabei. Ja, die Queen Anne lässt sich ja so ein bisschen bitten, aber bald geht's los. Ich bin gerade am Überlegen. Meinst du, ich soll gleich nochmal eine WhatsApp rausschicken für alle, die. Dass ich sage, Leute, jetzt Queen Anne. Jetzt ja, mach doch einfach mal. Ich mach das mal, ne? Ja. Genau. Und wir gucken uns so lange die Holland an. So eine ne? Zwischen-WhatsApp. Genau. Ich muss mal Marcel zeigen. Ich muss ja einmal hier auf die 1 dann ist das Bild wieder weg. Ja, aber ich finde, die alten Schiffe haben irgendwie einen wunderschönen Charakter. Also auch von der ganzen Bauform her hat schon Charme, das Ganze. Aber das Licht, was ist denn das bitte? Was ist das für Licht, Ben? Ja, das ist so ähnlich wie Mittwoch. Also Mittwoch war echt ein Knaller. Also Hammer. Aber da haben wir irgendwie, ich glaube, der Stream hat auch irgendwie 4 Stunden, ne? Oder 4,5. Ja, über 4 Stunden war es Mittwoch. War schon echt doll. Möchtest du bei Liste oder irgendwie sowas? Kann ich dir was anbieten? Tanja holt doch schon Getränke. Ach so. Ach so, das bisschen, was du isst, das kannst du auch trinken, oder wie? So ungefähr, ja. Ah. Guck mal, ich mache jetzt noch mal ein Foto von euch. Ja, Claudia kriegt schon wieder Komplimente im Chat. Ja. Und womit? Mit Recht. Ja, du, den kannst einstellen, ne? Ich glaube, Claudia hat schon ein Bild gemacht. Okay. Ja, ich glaube, wer da lacht, müssen wir nicht extra vorstellen, oder? Nee, Brigitte hat einen Lachflash. Irgendjemand hat Brigitte wieder einen Flachwitz erzählt. Brigitte Raphael doch nicht. Aha. Ja, da hat sie einen Kurzschluss vielleicht, man weiß das nicht genau, ne? Brigitte, was hast du getrunken? Wenn du so weitermachst, dann geht das Lachgetriebe kaputt. Mensch. So, soll ich dir das mal wieder Ja, abnehmen? gerne. Ja. Vielen, vielen Dank, Claudia. Ja, gerne. Und natürlich auch an Leon. Ja, mit Elas haben wir ja, glaube ich, einen guten Fang gemacht. Das würde ich auch so bezeichnen, ne? Doch, das ist so. Das kann ich nur zurückgeben. Ja, freut uns. Aber es ist doch schön, wenn die Menschen so ein bisschen gleich ticken und auch dieselben Ideen so ein bisschen cool finden und das dann auch irgendwie gemeinsam durchziehen. Und hat ja für alle hat es irgendwie einen Vorteil, ne? Und das ist das Schöne daran. Aber ich glaube, das macht uns auch so ein bisschen anders als andere, ne? Dass wir spontan irgendwelche Sachen machen können. Und für uns macht es die Arbeit ja auch interessanter. Ja, es ist halt auch nahbarer, ne? Ja, natürlich. Man merkt schon, dass das noch ein Familienbetrieb ist. Ja, ja. Es macht immer wieder Spaß mit euch. Ja, auf alle Fälle. So, jetzt haben wir genug miteinander rumgekuschelt und uns toll gefunden. Wollen wir uns gleich mal um die Queen Anne kümmern? Ja. Marcel, tut sich da schon was an den Leinen? Siehst du da irgendwo ein Festmacherboot vorne? Das Radar ist schon an. Radar ist an, okay. Du kannst auch noch Müsste ja schon an reinzoomen. Bord sein. Lotse kommt auch gerade zurück. Ja, dann geht's ja wohl bald los, wa? Ja, vielleicht schleppt die Elbe die auch gleich raus. Der alte. Ja, ich meine, ne, wozu ist sie denn Schlepper? Ja. Also bitte. Mal zeigen, was da Wir haben auch einen schönen Mond. Du kannst mal auf den Mond gehen. Aber ich muss sagen, die Bauform von der Queen Anne, ja, also der Bug und so und der Rumpf, alles schön, aber das, was sie oben drauf gebaut haben, ist so ein bisschen. Ja, ein bisschen. Warte mal, ist schon Also der Booster an? Ja, Da ist schon ein noch mal. Kasten irgendwie, ne? Queen Mary ist auch mein Lieblingsfreizeit. Fast voll. Also, Optik her. Also diese Nacht schlafen wir doch gut. oha, da wird der Mond eingefangen hier. Ja, Details sind wichtig hier heute.
Ja, cool. Da freut er sich. Das glaube ich wohl. Ja, ich will noch mal in den Chat gucken und schauen, was hier noch so an, ich wollte gerade sagen, Glückwünschen reingekommen ist, an Danksagung. Ich hole mir mal hier das iPad und dann schauen wir mal, was hier noch so passiert ist. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Volkert Schmidt haben wir mit 5 € Superchat. Dann Claudia S. 5,99. Die hat angekündigt, dass sie Stettin kommt. Biggie Rose ist seit 16 Monaten dabei. Dann 25 € per PayPal. Anonym, vielen Dank für den tollen Stream. Mein Vater liebt euren Stream. Dankeschön. Danke sehr. Mr. Faden ist mit einem Prime Sub an Bord. Herzlich willkommen. Und Claudia S. hatte das Stettin-Ohren bestellt und nochmal 2,49 rausgehauen. Dann haben wir Steff mit einer verschenkten Mitgliedschaft. Ulrich Bücker verschenkt auch eine Mitgliedschaft. Andreas Preuß wieder mal für Geburtstagsdingsbums und Gedöns. John Doe ist jetzt bei uns auf dem Fischmarkt Mitglied und der Erhard lässt 5,99 da für den schönen Tag. Erhard, ja, ich bin da ganz bei dir, ist echt ein schöner Tag. Also ich bin echt super happy. Das räudige Wiesel mit dem Prime Sub auf Twitch. Holgi Pium ist auch schon 20 Monate dabei. Und er schickt Grüße an Angelika. Frankie72 ist auch mal wieder da. 5,99 Superchat mit Grüßen aus Iserlohn. Ein kleiner Beitrag für den ganzen Mehraufwand. Claudia und Leon können sich ja für ein Volontariat bei Paddy bewerben. Ja, oder andersrum. Wahrscheinlich, ne? Andersrum. Ja, wir müssen noch mal ein Praktikum bei Elas machen. Da hätte ich Bock drauf. Machen wir das beide zusammen? Wollen wir beide mal Ich sag da jetzt nichts zu, weil der Chat vergisst immer nicht. Guck mal, der kommt was Neues. Ja. Dann haben wir Ches Boshuisen. Seit 4 Monaten auf der Speicherstadt. Ulrich Böcker verschenkt nochmal eine Mitgliedschaft. Und Ursi schickt 2 Schweizer Franken, möchte gerne das Horn von Stettin und Mein Schiff. Ursi, das habe ich leider noch nicht rausgeholt. Das ist ja erst 2 Tage alt. Da kann ich leider nicht mit dienen, Ursi. Und der Mike mit 2,49 und liebe Grüße an Thea. Außerdem jetzt an Bord mit einem Prime Sub Z4PPM4NN. Ganz lieben Dank, ganz lieben Dank. Magst du mit deinem Party so was? Ja, wir sind mit der Musik hier nicht, wir machen Livestream. Wir machen Livestream. Echt? Ja. Wärst du so lieb? Ja, eine Minute, por favor. Ah. Ja. Ei. Jetzt bin ich los. Alles gut, gute Fahrt, auf Wiedersehen. Eddie schreibt es, Psychose. Aber ich, Ursi, ich kann zwar nicht mit Mein Schiff und Stettin, aber hier, der ist für dich. Oh, danke schön. Das ist ja auch nur ein Alster. Das ist ja wie Brause. Ja, das ist ja. Eins wäre für mich. Marcel, möchtest du eine Kiezmische? Gerne, ja. Dann habe ich hier welche. Da. Super, vielen Dank. Noch 2 Stück zum Verteilen. Prost. Wo darf ich die denn abstellen? Nee, lass mal nicht. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass eine Kiezmische unten an den Füßen sehr schnell umkippt. Ja, das ist gut. Achso, okay. Okay. Wir hatten leider nur noch 6 Halte. Der geht darum, dass er dann einer Dings war. Ja, einmal Stößchen. Stößchen. Stößchen! Warte mal. Warte. Warte mal, das machen wir noch einmal zusammen. Warte. All together. Oh, da ist auch noch einer. Ja, Marcel ist an der Kamera. Marcel ist raus, der muss arbeiten. Wenigstens einer.
Ja, Chat, was meint ihr? Marcel, Kameramann, auf einer Skala von 1 bis 10, haut mal raus. Oh. Ja, du kannst gleich noch mal bei der Queen N gucken. Also jeden Moment könnte sich da, oder gleich irgendwann könnte sich da was tun. Hier siehst du die nochmal. Ja, ganz okay, sagt der Chat. Ganz okay. Wow. Ich hab geschmeißt. Was sagen die Leinen? Sind die Leinen noch dran? Ja, aber Festmacher ist schon da. Ne? Ja. Pass mal auf, jetzt mache ich mal Folgendes. Ja. Ich schreibe mal, das ist was ganz Neues, mitten im Stream nochmal eine Update-WhatsApp. Oh, okay. Die Elbe kommt zurück. So. Damit alle, die jetzt schon abgeschaltet haben, wiederkommen. Ich gucke doch. Wie soll ich denn sonst gucken? Ja, ich habe einfach nochmal ein Update. Ich bin dauernd auf Klo. Was du machen kannst, wenn du so einen super mega Schwenk machen musst von links nach rechts, kannst du zwischendurch auf die 2 schalten. Okay. Dann hast du die Kamera, dann wird den Zuschauern nicht ganz so schlecht. Ach so, okay. Aber du, ich vergesse es auch manchmal. Die können das ab. Sagen wir jetzt einfach mal. Ich glaube, der war erst bei uns und dann ist in der Stadt. Genau. Dann kannst du die ganz in Ruhe einstellen, die Kamera. Und wenn du das gemacht hast, gehst du wieder auf die 1. Leinen gehen los. Los. Jo. Die Leinen hängen unmotiviert am Rumpf. Ja, dann geht das wohl gleich los. Leinen sind los. Leinen sind los. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob die Queen N mitmacht oder ob die Hafengeburtstag verweigert. Dann kriegt die aber Hafenverbot, oder? Also ich bin dafür. Ich finde die sowieso nicht so hübsch. So. Sag das mal Ingo, der freut sich. Dass er nicht bei Meier gebaut worden ist. Ja, aber kein Rent gegen Schiffe hier, ne? Also von daher. Jedes Schiff hat seine Daseinsberechtigung. Sie sind alle schön und manche sind halt noch schöner. Marcel, wo wohnst du? In Bremen. Oh! Oha. Ja, Mensch. Also Ja, okay. Bremen. Ja. Ja. Schön. Erwägst du umzuziehen? Nee, aber ich fahre sehr gern Auto, also habe ich auch kein Problem damit, nach Hamburg zu fahren. Ja, aber Bremen. Ja. Ich sag, Naja, ihr habt wie ja eine viele Auto. Leute hast du hier drin? Ich sage jetzt lieber nichts gegen Bremen. Also, Nein, ist alles gut. Ist doch nur Spaß. nein, alles gut. Ne? Ist jetzt, ich komme ja vom Dorf, von außerhalb da und bin jetzt arbeitstechnisch nur dahin gezogen. Du brauchst dich jetzt nicht rechtfertigen. Das ist alles Mach ich in jetzt Ordnung. aber so. Aber ich bin auch gerne in Hamburg. Habe ich jetzt heute wieder festgestellt. Ja gut, aber als Bremer kann man das auch verstehen, ne? Ja. Dass man gerne in Hamburg ist. Es ist ja auch quasi gleich um die Ecke. Ne? Ist es auch. Ja, du, wir haben Stunde 20 heute hergebraucht. Das ist alles. Das ist ja nix. Nee.
Ja, guck mal, und aufgrund der WhatsApp sind, glaube ich, auch ein paar Leute zurückgekommen im Stream. Wo siehst du? Achso, da. 3400. Ah, siehst du. 4.600 Zuschauer. Respekt. Ja. Danke, ihr Lieben. Danke, danke. Schön, dass ihr da seid. Und das Dach auch offen. Cabrio oder was? Heute? Schön. Muss ich auch, ne? Die bewegt sich. Ja? Ja. Haben abgelegt? Ja. Siehst du hier am Baum? Oh, geh mal so ein ganz bisschen raus. Der Schlepper fährt da gerade rein. Ja, der ins Schlepper Bild. ist Das top. ist schön mit der Queen Anne. Ja, so ist gut. Super. So, Paddy, wenn du mal keinen Bock hast, rufst du einen Bremer an. Ja, ja. Ja, meine Nummer hat er ja. Stettin kommt gleich auch nochmal von links. Ja, siehst du, haben wir schön was im Bild. Und der alte umgebaute Schlepper ebenfalls. Die wohnen noch in der Nähe. Ingo ist hier unten auf dem Boden. Also Ingo ist in unmittelbarer Nähe. Ja. Ja, soll ich mal wieder übernehmen, Marcel? Ich hab Spaß. Ach, Also mit anderen Worten, mit hau ab. anderen Worten, nein. Und bevor du gleich zurückschwenkst, gehst du dann auf die 2. Relativ schnell da. Die Zeit haben wir, oder? Ja. Müssen wir eben mit der Regie Rücksprache halten. Wobei von links auch noch die Stettin kommt. Also, warte mal, ich gehe mal auf die 2 und jetzt gehen wir zurück. Ja. Oh, die fällt jetzt schön ins Licht. Schön fällt die ins Licht. Herrlich. Und jetzt kannst du zum Beispiel mitschwenken, bis du auf der Queen Anne bist. Und dann lässt du die Stettin einfach aus dem Bild fahren. Okay. Und zoomst dabei so langsam auf die Queen Anne, gleich wenn sie auf der Höhe ist. Ja. So, jetzt lässt du die schön aus dem Bild fahren und zoomst dabei langsam rein. Ruhig durch die Stettin durchzoomen. Ja, und auf die Queen. Ja, reicht. Brauchst gar nicht viel weiter rein. Genau. So ein bisschen nach links. So. Ja.
Kannst nochmal auf die 2 gehen, da habe ich die Stettin. Ja, und wieder zurück. Da kommt sie. Mal schauen, ob das Ding eine Hupe hat. Oder ist das Ding dreimal so groß wie die Soll? Ja, dreimal so groß nicht, aber sie ist schon ein bisschen größer als die Soll. Musst du Ingo fragen, der weiß das bestimmt. Du kannst auch ruhig rechts und links ein bisschen Platz lassen im Bild, dann musst du nicht ganz so genau schwenken. Hast du so ein bisschen mehr Spielraum. Mhm. Kameramann-Ausbildung. Also, jetzt kannst du noch mal auf die 2. Sieht auch gerade ganz cool aus mit den beiden. Ja. Und wieder zurück. Was für einfach geht das? Das ist das erste Cunard-Schiff, was ich in Persona sehe. Tatsächlich. Ja, die ist ja auch noch relativ neu. Ne? Letztes Jahr in Dienst gestellt. Ja. 2024. War ja letzte Woche schon da. Da hatten wir sie auch in sehr schönem Licht. Ja, jetzt rollt sie so langsam auf uns zu. Genau. Alles gut? Ja. Das lohnt sich ja gar nicht dahin zu führen, ne? Nö. Jetzt mal. Ja, du, Turboschwenk, du. Zack, zack. ja. Aber wir können die auch anders einstellen. So, jetzt kannst du aber einfach wieder mit der, du kannst auch einfach wieder die vor die Queen fahren lassen. Ja. Kannst auch so durchs Bild fahren lassen. Ne? Das ist auch ganz schön, wenn das so angeschnitten ist im Detail. Ja, gute Frage hier im Chat. Wohin fährt die eigentlich? Das ist eine gute Frage. Nach Southampton. Nach Hause quasi. Ja, da bin ich im Dezember ja auch gefahren, auch von Steinwerder aus. Die Ach, guck Rückfahrt, mal. die hat es in sich. Jetzt kommt sie frontal. Da kannst du noch mal schön ein bisschen ranzoomen. Da kannst du die jetzt einfach auf dich zufahren lassen. Also,
schon fast mehr in das Display geguckt als dahin, weil hier sieht man ja auch viel mehr. Ne? Ja, ja, klar. Genial, oder? Ja, ich brauche aber noch mal einen anderen Winkel. Ja? Ich dränge mich mal kurz dazwischen. Das passt ja auch Ja. super perfekt. Ne? Ja, bei dem Licht sehen die Bilder natürlich auch toll aus. Absolut. Also da sieht man einfach halt auch mal, was Licht macht. Ja. Ja, Licht macht einfach bei Videos und bei Fotos den Unterschied. Wir hatten die Queen Anne, glaube ich, beim allerersten Mal, als sie hier war. Da war das echt so grau in grau und dann so leicht Nieselregen. Mhm. Grütze. Ja, schade. Ja, Licht kann sie schön. Ja. Sag ich ja. Ja, ich sag mal, bis auf diese klassische Lackierung, das mag ich ja ganz gerne, das Weiß, Schwarz, Rot. Aber was die Form angeht, kann man sicherlich drüber streiten. Man kann eigentlich nur sagen, dass da noch Betten drauf mussten, damit sich das Ding rechnet. Sonst hätten sie diesen Gehirntumor da oben nicht drauf operiert. Also ich finde, das Ding ist einfach nur pottenhässlich. Ich finde, es gibt Schlimmere. Erzähl Epic. Wir müssen auch immer ein bisschen diplomatisch sein. Entschuldigung. Ja. Er gibt ja auch Anweisungen, also ganz perfekt. Ne? Aber mit den Schatten jetzt von den Containerbrücken, richtig schön. Das ist immer noch Michael Schanze. Ja, natürlich. Das Kamerakind, oder? Genau, die hat dann immer so einen roten Rahmen da drum. Ne? Kamerakind Marcel. Ja. 1, 2 oder 3. Du musst dich entscheiden. 3 Felder sind frei. Genau. Plopp. Michael Schanze. Plopp, das heißt Stopp. Gott, wie gut ich das noch kann. Also das, wenn sie Hat sich eingebrannt. das hat sich so eingebrannt. Also Michael Schanze, 1, 2 oder 3 habe ich wirklich sehr, sehr viel geguckt. Ja. Fand ich auch immer toll, diese unterschiedlichen, ich glaube, das waren ja immer Klassen, Ja, oder? Schulklassen waren das. Und die dann immer rumgesprungen sind auf diesen Lichtfeldern. Ja. Bei aller Diplomatie, welche sieht denn noch schlimmer aus? Das lassen wir dem Auge des persönlichen. Des Fiat Multipla, es war kein Schiff, aber das sieht schlimm aus. Das auch. Also ich muss sagen, also was heißt schlimmer? Was ich nicht so gerne mag, sind so diese fahrenden Freizeitparks. Also wenn man jetzt so ein bisschen so in Richtung Icons of the Sea oder Icon of the Seas und so gucken, die sind zwar interessant, gigantisch, das ist zwar sicherlich alles total faszinierend, aber ich finde es auch toll zu sehen, was man da überhaupt alles drauf baut. Aber finde ich jetzt so rein vom ästhetischen Gesichtspunkt, finde ich, ist die Queen Anne noch, kommt da noch gut, ja. gut bei weg. Ja. Guck dir die Excel-Schiffe von Celebrity doch mal an. Mit dieser Ladebühne an der Steuerbordseite. Also das ist ja auch echt gewöhnungsbedürftig. Ja, Marcel findet gerade Spaß an Details. Ja. Wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, mir das Schiff so detailreich anzuschauen. Ne? Also die 2 habe ich dir auch ausgerichtet. Wobei stimmt, wenn die das Gesamtbild hat. Kann man die jetzt quasi als zweites Bild noch reinmachen dann? Bild in Bild, ja, das ist aber nicht so schön. Lieber, Ach so. lieber ab und zu mal umschalten. Ja, okay. Also, Ja, aber ich glaube, ich habe da wenig Einfluss zu. Ja, schade. Aber hier Horn dürfen die doch hier, ne? Ja, ja. Kommt immer auf den Kapitän, glaube ich, an, oder? Und vielleicht lässt er ja noch was raus. kein Horn. Leute, Ja, wir machen schon die ganze Zeit hier. also Hafenverbot.
So, Paddy, Leon, jetzt ja, zum schön, Höhepunkt dass du hau noch ich hier ab, warst. Ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Abend allen. Ne? Noch einen schönen Ja. Livestream. Noch einen schönen Hafengeburtstag. Ja, kommt gerne vorbei. Ne? Wo müssen wir hin? Bei Barkassen-Ehlers gibt Baumwall. es noch Fahrten. Genau. Anleger Baumwall. Vorsetzen beim Roten Feuerschiff. Auf der Promenade, da stehe ich. Kommt vorbei. Ja. Alles klar, danke dir. Schönen Abend. Wir sehen uns. Tschüss. Leon, schönen Tschüss. Feierabend, ne? Ne? Bis zum nächsten Mal. Ja, kommt gerne vorbei. Ja, Ich bin machen wir. Ob das morgen passt, weiß ich noch nicht. Wir sind ja morgen den ganzen Tag selber am Arbeiten. Ne? Ja. Aber Oder Sonntag. Oder ich wir komme sehen Sonntag uns. mal vorbei. Ja, grinst doch einfach mal rein. Ja, Ne? ich gucke, ob ich das schaffe. Und guck, passt. Ja, alles klar. Habt einen schönen Abend, ne? Ihr auch. Jo, Viel Spaß tschüss. heute. Bald kommt doch auch der Bühnenpongtong, oder nicht? Ja, ich denke mal, wenn die Sonne untergeht. Ja. Alle warten gespannt, ob da noch was kommt. Die ist aber sehr ruhig, ne? Oh, die Ebbe kommt. Weiß ich nicht mehr, aber jetzt kommt auf jeden Fall Ebbe. Das merkst du, wenn hier die Wellen so schlagen. Kannst du mal oben auf das Deck zoomen? Da steht wohl irgendeine Familie von einem Zuschauer. Kannst ja da einmal so ein bisschen entlang fahren. Ja, britisches Understatement beim Winken. Gar nichts, Ja. ne? Gib mir ein C! Gib mir ein U! Du kannst auch auf die 2 schalten wieder. Tja, ist schon recht gediegen, ne? Habt ihr das auch gebaut? Nee, die kommen aus Italien. Ah, ich wollte gerade sagen, da fehlt das Spaßmodul in diesem Fahrzeug, ne? Also von der Seite deutlich schöner als von vorne. Hm. Cool. Tja, kein Horn, kein Winken, nichts. British Understatement. Ja. Tja, Schon recht still, ne? da macht die Sol mehr Spaß. Definitiv.
Da brauchen wir nächste Woche die Queen Mary ja auch nicht zeigen. Nö, wenn die so verschnupft sind. Dankeschön. Bitte. Ich hatte gerade schon. Ich Kannst auch mal noch ein Stück rüber schwenken. Da hinten kommt noch ein Containerschiff am CTA. Ist deutlich schöner und interessanter als die Queen Anne. Und hat auch schon mehr erlebt, wie man dem Schiff ansieht. Ja. Nicht? Jo. Das stimmt. Tja. So, nächste Woche Queen Marlies oder was? Da gibt es Selfies da unten auf dem Boot. Ja, und dann wundert man sich bei dem Wellengang, bei dem bisschen, dass es nicht scharf wird, ne? Ja, also ruhig geht dieser erste Hafengeburtstagstag zu Ende, ne? Im wahrsten Sinne. Also da hatte ich mir jetzt von der Queen Anne wirklich mehr versprochen. Ja. Also beim Hafengeburtstag sich hier so rausschleichen. Du, aber Leute, was machen wir bloß mit der Queen Anne? Eintrag ins Klassenbuch, würde ich sagen. Also so eine Queen, die winkt ja nur ganz verstohlen, ne? Ja, aber selbst das hat sie ja nicht getan. Selbst das hat sie nicht getan. Die macht ja kein Remi-Demi für gewöhnlich. Ja, das war's dann. Genau, hier schreibt gerade, Larissa schreibt alle auf die QNAT-Seite und eine Beschwerde raus. Ja, Leute, schreibt den mal. Einmal das Kontaktformular, wie kann das sein beim Hafengeburtstag, die Queen Anne? Und dann schreibt da bitte alle rein, hat ab sofort Hafenverbot. Ja, also hier nicht mehr, ne? Ja. Ach Mensch, schade, schade, schade. Und das bei dem Licht. Guten Appetit. Also, man kann wirklich nicht sagen, dass wir sie in schlechtes Licht drücken. Nee. Aber so 2 bis 5 Hörner hättest du mal spielen können. Tja. Oh. Gesundheit. Gesundheit. Oh, Entschuldigung. Das ist ja eine Krankschreibung, das sind ja 3 Stück. Das war Stadthorn. Ach so. Oh, Entschuldigung, ich habe das Mikro nicht so schnell wegbekommen. Ja. Sorry, jetzt sind einigen bestimmt die Ohren weggeflogen. Tut mir echt leid. Stadthorn. Das ist dann das Paddyhorn. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Komm gut nach Hause. Ja, schade, schade. Und das bei so tollen Bildern. Tschüss, Claudia. Also, lichtmäßig hätte es nicht schlechter sein können. Keine Show. Vielleicht haben die auch kein Horn an Bord, das kann ja sein. Ist kaputt, ja. Ja, was wolle mache.
So, ich sage nochmal Dankeschön an den Dirk aus Mittelhessen für 5 € per PayPal. Die Sun Queen lässt einen 10er Superchat da. Svenny ist jetzt auf der Reeperbahn dabei. Hans-Christian Müller, 13 Monate Fischmarkt. Kekel ist auch dabei, auch schon 13 Monate. Herzlichen Dank. Dann der Ulrich schon wieder, Mensch. So ein Wiederholungstäter. 5 verschenkte Mitgliedschaften. Sven Amtsfotografie, 2 € Superchat. Der Jürgen Fretter ist seit 8 Monaten bei uns. Nelson da Silva ist neu dabei auf dem Fischmarkt. Herzlich willkommen. Andi der Sattelschlepper, 5 Schweizer Franken. Die N kommt zur Strafe 3 Tage an die Finkenwerder Fehle. Ja. Großartig. Großartig. Dann haben wir den Gast, die Luxelot mit 100 Bits. Können wir Paddys Niesen als Queen N-Horn abrufbar machen? Ja. Als Bestrafung. Wenn sich jemand das Queen N-Horn wünscht, dann einmal mein Niesen. Björn lässt 10 € Superchat da. Strom- und Essensgeld für den 17.05.25 fürs Auslaufen der Nova in Kiel. Irony, 5 € Superchat. Die Queen N schämt sich wegen ihrer tief sitzenden Brücke. Ja, vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. Und Sascha haut noch mal einen raus. Sascha zieht noch mal mit 23,99 nach für einen tollen Streamtag. Ja, ich glaube, der Tag war wirklich super und da es natürlich morgen dann gleich weitergeht. Uhrzeit weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also an der Stelle muss ich auf jeden Fall einmal noch unseren WhatsApp... 15:45 ist Schlepperballett. Wann? 15:45. Ja, wir wollen aber vorher schon die Joint Rescue Übung machen. Ich muss noch mal nachgucken, wann es genau ist. Also am besten WhatsApp-Kanal abonnieren. Dann sehe ich hier gerade die Frage, wann kommt Nina Chuba? Ja, da müsst ihr leider auf den NDR ausweichen. Wir dürfen die Musikacts Elbe Concert nicht streamen. Hätten wir gerne gemacht, aber dürfen wir nicht. Na gut, legen wir uns halt ins Bett gleich, ne? Ruhen wir uns ein bisschen aus. Ja. Ist jetzt auch nicht so schlimm, oder? Nee. Ne? Du, wenn die kein breites Publikum möchte, dann kriegt sie das auch nicht. Ja. Ne? Ja, und ich finde, wir haben einen echt schönen Tag gehabt. Wetter hat super mitgespielt. Wir hatten einen ganz tollen Besuch von der Community auf dem Gin Hotel. Gin Hotel war ein super Gastgeber. Na? Kann man nicht anders sagen. War wirklich klasse. Ja. Ne? Auch die Leute, die jetzt hier zu Besuch waren, fand ich auch alle super nett. Fand ich wirklich spannend, auch mal dann ein Gesicht dazu zu sehen. Ne? Der dicke Dank geht natürlich wie immer an unsere Zuschauer, die dabei sind. Ohne euch, ohne dass ihr einschaltet, wird das alles nicht funktionieren. Denn ganz ohne Publikum wird das dann auch nur halb so viel Spaß machen. Also fetten Dank auch für eure Teilnahme im Chat, dass ihr da so fleißig seid. Und natürlich auch ein ganz, ganz dickes Dankeschön für eure Kanalunterstützung. So wie der K8-Pit, der nochmal 100 Bits rausgehauen hat. Dicker Dank geht natürlich an unsere daheimgebliebenen Moderatoren, die fleißig im Hintergrund aktiv waren. Heute waren die Zuschauerzahlen ja ein bisschen höher und da war es schon ganz gut, dass da einer ein bisschen drauf geachtet hat. Aber natürlich auch ein ganz dickes Dankeschön an alle hier vor Ort, also Schwester Hansen, natürlich meine Frau Tanja, die uns hier so schön den Rücken freigehalten hat. Und ich meine, last but not least, Kirsten, die hier ist und uns Ben ausgeliehen hat. Also ganz dickes Dankeschön. Ja, und ich glaube heute, kleiner Trommelwirbel, Kamerakind Marcel. Ja, fetten Dank. Ja, fetten Dank, Marcel. Ich muss sagen, es ist gar nicht so verkehrt, mal hier, ist ja jetzt schon bestimmt eine Stunde da dran, gar nicht so verkehrt, einfach mal mit Händen in der Hosentasche daneben zu stehen. Ne? Ja, auch danke an Ingo natürlich, der ganz viele Infos über die Sol noch rausgehauen hat. Und ja, Claudia und Elas, also heute ist so viel wieder passiert. Leon, es ist so viel passiert, dass ich garantiert wieder etwas vergessen habe. Gin Hotel hatten wir schon. Ja. Ja, und hier Andi, der Wurstorganisator. Allerbesten Dank. Sonst wären wir da verhungert. Ich drehe noch mal die eine Kamera hier um. Und dann, so, Moment. So, da kommen wir alle noch mal drauf. So, wer mit ins Bild möchte, damit ihr alle noch mal seht, hier, ne? Marcel, Kamerakind,
Ja, der Ingo. Ingo, du musst noch mal ein Stück zu uns kommen. So, ja, der Ingo. Kreativ Andi ist auch da. Wer bist du nochmal? Ich bin der Matze. Ach, Matze. Ja, Matze. Und wer seid ihr? Sun Queen. Die Sun Queen. Die Sun Queen, ja. Mit dem Chatnamen kann man dann immer was anfangen. Ne? Genau. Morgen geht es dann weiter. Wie gesagt, WhatsApp drauf achten ist immer das Beste. Ich habe den Stream auch schon eingerichtet. Könnt ihr euch schon eine Benachrichtigung einrichten. Und von daher, wir bauen jetzt ab, fahren nach Hause, ein bisschen Bubu machen, etwas ausruhen und morgen sind wir wieder dabei. Tschüss ihr Lieben, macht's gut. Ciao. Ciao.